Sind wir. Okay. Hallo. Zu Trails in the Sky. Nachdem es letzte Woche nicht funktioniert hat, richtig. Rein internetmäßig. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Hoffen wir es. Ja, aber vorher zu erklären, Trails in the Sky. Ich habe ja bereits die ersten 2 Teile der Trails of Cold Steel Reihe gemacht. Trails in the Sky ist im Prinzip der erste Teil der gesamten Reihe. Das heißt, jetzt fangen wir wirklich mal von ganz von vorne an. Weil es einfach besser läuft. Wegen Trails of Cold Steel, gerade im 3. Teil, wo es dann so richtig losgeht mit Referenzen auf die älteren Teile. Und einfach um dann doch irgendwie besser den Kontext zu verstehen, wäre es doch wirklich einfach besser gewesen, diese Reihe von vorne, ganz von vorne anzufangen, mit in Sky, anstelle von Steel, Cold Steel. Deswegen fangen wir jetzt mit Trails in the Sky an, anstatt von Trails of Cold Steel 3. Nur damit wir das wissen. Ne? Wirklich mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, weil es ist ja der erste Teil, also jetzt gibt es erstmal keinen vorhergehenden Kontext, den man wissen muss, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt kann man wirklich einfach reingehen, ohne irgendwelches Wissen vorher. Und können dann sofort loslegen und die Story dann einfach so erleben und genießen, wie sie jetzt eigentlich ist. Dann würde ich sagen, legen wir doch gleich schon mal los. Normal, ja, bitte. Kleinen Moment. Achso, nee, ist was anderes. Gerade noch eine Nachricht hier bekommen. Daddy is really late. I even got a message from the guild saying he'd be home today too. Das ist Estelle, der Hauptcharakter unseres Spiels. And Cheryl's gone traveling around the kingdom on some kind of training. I'm so bored. Maybe I'll just practice with my staff a bit more before dinner. Hey, I'm home. Daddy! Sorry to have kept you waiting, Estelle. Did you take good care of the house while I was away? Hehe, of course I did. Did you run into any trouble, Daddy? You didn't get hurt fighting the bad monsters, did you? Nope, I'm as fit as a fiddle. That reminds me though, I brought you a present. Really? What kind of present? A new fishing pole? Sneakers? Something for my training? Maybe I raised you wrong, Estelle. Aren't little girls supposed to like clothes and jewelry? I like pretty clothes, but they just get dirty. And jewelry breaks when you go play outside with it on. Anyway, Daddy, what's with the big blanket? Is that my present? Oh, you're a sharp one. Now why don't you come and have a look? What? Well, here you are. Quite a handsome boy, don't you think? Well, why is my present a boy? Don't make such a fuss, or you'll wake him up. Wake him up? You mean he's still alive? Ist sie jetzt davon ausgegangen, dass sie jetzt einfach nur eine Leiche vor sich hat hier? Wollte sie den essen? He looks kind of dead if you ask me. Ja, sie ist wirklich davon ausgegangen. I've treated his wound, so he should be in stable condition. In the meantime, however, we'll need to let him rest. I'll put him to bed, so if you wouldn't mind heating a kettle of water on the stove, I'd appreciate it. Okay. He sure sleeps soundly. And he almost looks the same age as me. This is the first time I've seen black hair like that too. Aus irgendeinem Grund gibt es in dieser Welt keine schwarzen Haare anscheinend. He certainly does have a nice head of dark hair. Warum begaffen die jetzt diesen ohnmächtigen Jungen? Das ist mir sehr unangenehm gerade. And a pair of amber eyes to go with it. That's nice and all, but how about you come clean and fess up? Fess up? Yeah, who is this kid anyway? And why is he hurt? Why did you bring him to our house? Is he an illegitimate child or something? Did you betray mommy? Where have you been picking up these kinds of words? No doubt from Sherazad, I assume. Sherazad. Yep, that's right.
For heaven's sake, that girl is going to get me into trouble one of these days with all her nonsense. Actually, I just met this boy while I was out on business. Hi, Brala. And I don't even know his name. You mean bracer business? Something like that. Oh, look. Huh? He's waking up. Oh, his eyes really are the color of amber. War gerade noch einkaufen und Twitch wollte sich nicht mehr anmelden lassen. So ein Scheiß aber auch Twitch, so unhöflich. Außerdem ganz wichtig. Ja, was ist ganz wichtig? Nee, das kann ich nicht machen, weil da würde mich streamen. Dann würde mich Twitch bannen, glaube ich. Where am I? Also die einzigen Tits, die ihr seht, ist dieses Spiel. So you're awake now, are you? Welcome to my humble home. You'll be safe here, so please just try to rest. What are you trying to pull? Huh? You must be out of your mind. Why didn't you just leave me there to die? Why, now that's a question I don't know how to answer. Does things just worked out that way work for you? Don't toy with me, Cassius Bright. Do you have any idea what you're getting yourself involved in? Ja, ich meine, wie gesagt, die technischen Schwierigkeiten letztes Mal waren unschön. Aber jetzt geht's ja anscheinend doch irgendwie halbwegs wieder. Hey! Bonk! You're sure shouting at a lot for someone who's supposed to be heard. Running your mouth like that is just gonna make it take longer for your body to heal. Auf ihm rumspringen auch. And just who are you supposed to be? I'm Estelle. Estelle Bright. Meh. She's my daughter. Don't you remember me telling you that I have a daughter your age? Now that you mention... Wait a minute, don't try to change the sub... Bonk, bonk. Ja, ich glaube, sie will einfach eine Leiche als Geschenk haben. Und geht da auf Nummer sicher, dass das auch wirklich passiert. Au! Quit yelling! Alright already. But you jumping on me like that isn't going to make me heal any faster either. I don't hear you yelling again, do I? Look, jumping on me like that is just going to make things worse. Do I hear yelling? Never mind, just forget it. As a word of advice, it would be wise not to argue with Estelle like while you're in this house. Even I wouldn't stand a chance if I made her mad enough. Yeah, I can see that. By the way, aren't you forgetting something? Sehr charismatischer Grafikstil. Man sieht zwar das Alter, aber sehr charmant und liebenswert. Das Spiel ist von 2004, muss man dazu sagen. Das ist fast 20 Jahre alt jetzt. And by the way, aren't you forgetting something? Yeah. Huh? Your name. You know, the thing that people call you? I told you mine already, so don't you think it would be unfair and impolite not to tell me yours? Show me yours and I'll show you mine. It seems like the logical thing to do if you ask me. Trying to hide it now would only serve to your detriment. Fine. My name is Schwarzblende. Und Anime-Intro. Nicht so aufwendig wie noch bei Cold Steel das dann später sein würde, ne? Diesmal nur ein bisschen zurückgenommener, ne? Obwohl, vielleicht.
Man merkt auch an, dass der Grafikstil... Cold Steel war ja auch 11 Jahre später, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange es dazwischen her ist. Es kann durchaus sein, dass es 11 Jahre sind. 2015? Ja, das könnte hinkommen. Ja, und den kennen wir ja eigentlich auch noch. Dadurch, dass wir schon Cold Steel gespielt haben, ist das jetzt, glaube ich, ein ziemlicher Spoiler, wer das ist. Den kennen wir noch gar nicht. Ja, es ist also wirklich kaum Bewegung eigentlich jetzt hier in diesem Intro. Also Kamerabewegung ist, aber Animation so viel ist nicht da. Kettenbewegung haben wir aber. Ist eigentlich Audio in Ordnung? Ist das Spiel zu leise? Ist es zu laut? Also ich würde mal fast vermuten, dass es fast schon ein bisschen zu leise ist, das Spiel, oder? Weil, jetzt wenn ich so die Soundpegel so sehe. Stimmt, bin gespannt über die Unterschiede des technologischen Settings. Lautstärke ist eigentlich in Ordnung. Okay, dann ist gut. Wenn es in Ordnung ist, dann haut's hin. Ja, dann ist gut. Also, Hauptsache eigentlich fast schon, dass man mich besser hört, weil darum geht es ja eigentlich beim Stream. Das Spiel kann ruhig ein bisschen zu leise sein, selbst wenn, ist das nicht so schlimm. Problem ist, wenn das Spiel zu laut ist. Das ist das größte Problem beim Stream. Was die technologischen Unterschiede des Settings sind, ich glaube, warum jetzt ist das wieder passiert, dass die Musik eher fertig war als das Intro? Kann es sein, dass das Intro ein paar Frames zu langsam läuft? Die Musik war eher fertig als es... Ach du meine Güte, ja, das habe ich ganz vergessen, dass das der Fall ist. Ja, genießen wir das jetzt einfach mal noch ein bisschen in Stille. Gehen wir ein bisschen in uns. Meditieren noch eine Runde. Der Grafikstil passt noch gut zur PS1-Ära oder zumindest erinnert mich an Grandia 1. Der Grafikstil hat ein bisschen was von Grandia, aber das ist ja eher eigentlich so PS2-Qualität. So ein bisschen, kann man sagen, weil, wie gesagt, das Spiel ist von 2004, also das ist noch mitten in der PS2-Zeit. It's so bright in here. Ja, warum wohl? Du hast die Vorhänge ja auch nicht zu. I slept like a rock. That must mean it's Dad's turn to cook this morning. I wonder if that means Joshua is still in bed. Ah, er heißt Joshua. Von einem Joshua in Final Fantasy 16 zum nächsten. Meine Güte. Ah, yes, that's a no. Well, I guess I'd better get myself ready then, too. Kleinen Moment. Das würde jetzt wahrscheinlich jetzt das Spiel kurz pausieren. Okay, nee, hier ist es da. Ich wollte nur was nachschauen. Aber es scheint doch zu funktionieren alles. Was ist hier gerade... wer weiß, was los ist. Applaus! Nice, Joshua. Bravo. Good morning, Estelle. Mysteriöse Joshua ist wohl ein JRPG-Trope, anscheinend. I hope I didn't wake you. Das liegt aber auch glaube ich daran, dass Joshua die moderne Variante des Namens Jesus ist. I was already up when I heard you start playing. I can't believe how awake you are though.
Even the roosters still have bags under their eyes. Lesen, meine Güte. Not that I mind with what that siren song of yours gently lulling this beautiful woman from her slumber. What do you mean, woman? We're the same age and I'm hardly a man. Dann hieß er ja auch Jesus Bride unter anderen Umständen. Ja, genau. How wrong you are, Joshua. We may be the same age, but I am clearly the woman of the house. Das liegt aber nur daran, weil du die Einzige bist. And that makes you something like my loyal follower. Wouldn't you agree? Yeah, how fortunate for you. You could at least try and sound a tiny bit sincere. It really is a nice tune though. Cheerful yet somehow wistful. I like your other songs too, of course, but this one's my favorite. What's it called again? The Whereabouts of Light. Würde das nicht eher Geschwister aus denen machen? Ja, sie sind technisch gesehen Geschwister. Nicht leiblich, ich glaube biologisch, aber sie sind als Schwestern als Geschwister aufgezogen worden. Das wird noch unangenehm, dieser Fakt. That's right, the Whereabouts of Light. I wish I could play the harmonica like you, Joshua. Sadly, it's a lot harder than it looks. Compared to what it takes to use a staff, I think the harmonica is much easier. It's really just a matter of concentration. You're probably right. I guess my problem is just that if I don't do something that uses my whole body, I start to feel drowsy. Moment. Komische Katze, du. Entschuldigung. Ihr seht vielleicht hier den Schrank hier, die Kommode hinter mir. Und Minka mag das gerne, da drunter zu kriechen. Allerdings hat ihr Schwierigkeiten, wieder rauszukommen manchmal. Und jetzt habe ich sie davor kriechen hören und wollte einfach mal sehen, wie das aussieht. Und das ist wirklich so... Kriecht sie da so runter hervor, mit dem Kopf zuerst. Und da sieht man einfach nur so den Kopf einfach so rauslucken. Es ist sehr amüsant. Macht mir aber auch ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein, weil habe ich manchmal das Gefühl, dass sie dann nicht rauskommt. Aber sie schafft es jedes Mal. Komische Katze, das aber auch manchmal. Ja, ich weiß die Situation, was aus denen wird und das wird wie Reen und Elise hätte werden können. Ja, das ist halt... Wir müssen einfach nicht drüber nachdenken. Nee, einfach nicht drüber nachdenken. Es ist eh zu spät. Okay, playing the harmonica is fine and all, but how about getting some exercise too? All your hobbies are sitting around kind of stuff, like reading and music. No girl is going to be impressed with just that. Well, excuse me for being so unpopular with the ladies. Although I feel like I should be the one lecturing you about your hobbies. I mean, what kind of boy wants a girl who loves fishing, collecting bugs and has a fetish for sports shoes? Das ist heutzutage völlig normal, glaube ich. Okay, das Käfer sammeln vielleicht nicht, aber meine Güte. Dann ist halt Estelle not like other girls. Hört sich eigentlich sehr nach der Norm an. Ja, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches so, ne? That's enough talk about hobbies for now. And for your information, I graduated from bug collecting a long time ago. Really? I'll believe that when I stop finding beetles in the hallway. Hey, Estelle, Joshua. Meow? Meow? Wer miaut denn hier so? Kleine Mädchen tun das auch manchmal gerne. Ja, ich meine, das ist alles nichts Ungewöhnliches. Morning, Dad. Good morning, Dad. Is breakfast ready? It's ready and waiting. Why don't you both of you hurry on down before it gets cold? Okay. I'm on my way. Hoffen wir mal, dass hier nicht so viel geredet wird wie in Cold Steel. Ganz ehrlich. Thanks for the grub, Dad. Boy, am I stuffed. And then Cassius Dad, sie sind Geschwister. Sie sind so aufgewachsen, klar. Aber auch nur die letzten paar Jahre oder sowas? Die letzten 5 Jahre oder so? Are you eating or inhaling, Estelle? Like people say,
kids who eat and sleep a lot grow a lot. Was miaust du denn so, hä? Minka sitzt hinter mir und miaut mir die Ohren voll? Was sagst du denn? Hm? Was gibt's denn? Ja, renn doch nicht weg. Diese Katze. Well, make sure you get enough to eat, but don't forget to pour that energy into your work too. That reminds me. Ah, jetzt bist du hier. Du willst einfach nur Aufmerksamkeit, ne? Kann das sein? Ja, guck mal hier. Diese Katze! Sag mal. Erst kommt sie hin, will Aufmerksamkeit, dann gebe ich sie Aufmerksamkeit und dann haut sie ab. Du bist echt seltsam. Du bist eine seltsame Katze. Jetzt guckt sie mich an, als hätte ich sie irgendwie aufs Schlimmste beleidigt. Du bist aber eine seltsame Katze, du. Du Nase, du. Entschuldigung, dass es jetzt hier mit dem Stream nicht vorangeht, aber es ist einfach diese Katze. Hm? Aua, nicht beißen. Ja, genau, Giants in the Sky muss wieder vorschnell beendet werden. Jetzt wird die Minka-Show. Das würde besser, das würden Leute eher gucken, glaube ich fast. That reminds me, you two are finishing up your training at the guild today, aren't you? That's right. It'll be a review of everything we've learned up to this point. And once we're finished, we're bracer just like you, Dad. That means I'm not going to let you treat me like a kid anymore, either. You still lack understanding, Estelle. You can only become a junior bracer in the beginning, or in other words, a trainee. If you want to be treated like an adult, then you should work extra hard in your training to become a full-fledged bracer. Well, I'm not afraid of a little hard work. Just you watch and see what I'm capable of, Dad. I'll be so successful that it won't be long before I pass you too. That's the spirit. Let's see what you're made of then, shall we? Partypooper Cassius. Ja, Cassius ist noch so, der ist ein Charakter. Also, rein technisch gesehen ist das jetzt sowieso, aber ich meine von Persönlichkeit her. Das werden wir noch feststellen. Let's not start a rivalry here, you two. And Estelle, keep your focus on the task at hand. We have a test later on today, remember? Huh? Wait, what test? Please tell me that you didn't forget about the test, Estelle. You know, the one that checks whether you or not we've mastered the skills we've been learning and training? Don't you remember Shara saying that if we failed, we'd be stuck with a ton of extra homework? Crap, totally forgot. Now that you mention it, I guess I kind of remember her saying something like that. Don't sweat it, I'm sure we'll manage somehow or another. Stern. I honestly don't know how you survived this long, Estelle. Your brain is like a sieve. Papa is sad. Oh Gott, müssen wir zurück nach Thors und das Schuljahr wiederholen, wenn Estelle den Test vermasselt? Zum Glück gibt es hier sowas nicht, nein, keine Sorge. How could any child of mine end up with such a careless, over-optimistic personality? Huh, you're the one who raised me, so I definitely got it from you. I swear, the two of you act so much alike, but whatever. We should probably head over to the guild soon, Estelle. Shara is going to be waiting there for us. Sounds like a plan. You know how crazy and scary she gets when someone keeps her waiting. Oh, before I forget, it's my turn to cook dinner tonight. Is there anything in particular you like to eat, Dad? Any requests? Something I'd like to eat, huh? How about Ruan-style scallop fish in a balsamic vinegar sauce? Okay, lässt sich machen. But what's that? I think that's a little more than Estelle's cooking skills can handle. Or our stomachs. Ich glaube nicht, dass das so aufwendig ist. Also das klingt zumindest nicht so. You're right, I just wanted to see what kind of a reaction I could get. I'll just have the casual fried fish and omelette. No need for anything fancy, but do try to make something edible. How rude. But I can't actually say he's wrong. Das ist auch interessant. Sie sagt es jetzt so, aber sie merkt, sie weiß, okay, kochen kann sie nicht. Der Test wird vermutlich das Tutorial. Ja, das wird er. Also ich muss es gleich mal vorab sagen vielleicht. Ich habe dieses Spiel schon mehrmals angefangen. Für so, keine Ahnung, 3 Stunden vielleicht. 2, 3 Stunden habe ich es immer mal gespielt.
bis ich an irgendwann mal aufgehört habe, weil irgendwas anderes dazwischen kam oder ich einfach dann doch keine Lust hatte. Also ein bisschen was jetzt von den Anfang weiß ich. Aber es dauert nicht lange, bis ich dann in unerforschten Gefilden bin mit diesem Spiel. Actually, I do have one favor to ask before you head out. I'd like you to pick me up a copy of the LeBeau News from the General Goods Store. Und es kann sein, dass ich noch ein bisschen länger gespielt habe als das. Ich erinnere mich echt nicht, wie lange. Könnten auch so 6 Stunden oder sowas mal gewesen sein. You're supposed to be getting the latest edition in today. Got it. One copy of the LeBeau News from the General Goods Store. Dann wissen wir schon mal, wir sind in LeBeau. 2 bis 3 Stunden hätte bei Cold Steel 1 nicht mal für den ersten Schultag gereicht. Das stimmt allerdings. Da hat man dann wirklich schon gemerkt, dass Cold Steel sich ein bisschen an Persona angelehnt hat. Is there any money left? If there's any money left over, you can have it as your allowance. However, that means no wasteful spending. Alright, thanks, dang it. Okay, we're heading out now. See you later, Dad. Work hard and give Shahrazad my regards. Okay, wir bewegen uns. Was war im Menü? Kreis war Menü, genau. Das Blöde jetzt nur, das habe ich beim letzten Stream auch mal wieder gemerkt, als dem nicht wirklich funktionierenden Stream, sagen wir mal, dass dieses Menü wirklich eigentlich eher auf PC-Spieler ausgelegt ist, weil das Spiel war ursprünglich für einen PC. Das war kein Konsolenspiel. Das kam erst 2012 oder sowas auf PSP raus. Das war der erste Konsolen-Release dieses Spiels. Und das merkt man dem Spiel auch an. Das ist mehr das Menü, das sollte man eigentlich eher hier mit Maus und sowas benutzen. Hier, dann man klickt. Aber wenn man das mit Steuerkreuz macht, dann muss man erst highlighten. Und dann klickt man mit X auf den Reiter oben, auf den Tab. Blub. Und dann... Okay, jetzt... es ist wirklich komisch. Es ist schwer zu beschreiben, wie das funktioniert, aber es ist wirklich seltsam, wie das funktioniert. Was mich wundert, dass es auf PC rauskam, bin eigentlich nicht gewöhnt, dass Japaner am PC zocken. Ja, das ist auch wirklich... Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese Reihe am Anfang nicht so richtig viele Spieler, also eine richtige Fanbase hatte. Meistens ist es mehr Handheld-Kram, weil die eh kaum Zeit zu Hause haben. Ist richtig, ja. Auch ganz komisch ist, das Abbrechen ist auf Kreis. Und dann, wenn man hier ist Kreis das Menü aufrufen. Also, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ah, hier ist... Moment, nee. Kleinen Moment, ich muss... Aber schauen, gibt es hier... Nee. Weil ich weiß, man kann hier auch rennen. Aber ich glaube... R2 ist wirklich ein Turbo-Modus. Wir gucken uns einfach nur mal zu Hause kurz hier ein bisschen um. Ja, es geht. Ich glaube, mit Analogsticks... Also ich bin nicht so ein Freund davon, so 2D-Spiele mit Analogsticks zu spielen. Aber ich glaube, das ist jetzt immer noch irgendwie so die beste Art und Weise, das zu tun. Angenehm überrascht, dass Estelle die Protagonistin ist. Ich hätte Linkaras Review des Spiels vor Jahren gesehen und den Eindruck daraus gehabt, dass Joshua der Protagonist sei. Die sind beide die Protagonisten, wenn man so will. Also, Estelle ist schon irgendwo der Hauptcharakter, aber Joshua auch. Also, das gibt Doppelhauptcharakter. Aber Estelle ist der Charakter, den man eher spielt. Hier. Okay. Also, ja, seht es mir nach, wenn ich mich hier doch ein bisschen an die Steuerung nochmal gewöhnen muss, weil das ist, wie gesagt, es ist ein altes Spiel und ein altes PC-Spiel noch dazu. Also, da ist ein bisschen... Muss ich noch gucken. West, Bright House, Roland und Guruna Gate. Ja, okay. Wir wollen nach Roland. Und holy shit, wie schnell man aus Zimmern und Haus kommt.
Ich spiele Pillars of Eternity und das Spiel hat Ladebildschirme, die mitunter eine solide Minute gehen können. Wenn man ein Haus verlässt, ist es ein Problem, das verbreitet ist. Nach wie vor, das hier ist ein Spiel von 2004, das auf einem modernen PC läuft. Also extrem modern ist mein PC jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall wesentlich neuer als 2004. It looks like we made good time. Not too early or too late either. We just barely graduated from Sunday school. I never dreamed we'd have to study so hard to become bracers. Well, you're in luck. Today is your last day of training. Truth be told though, you're the one who signed up to be a bracer in the first place. So I don't know why you'd expect to get away with any less effort. Oh yeah, I guess I did. Alright then. Let's get to it and make it through this last hazing from Shara. You look ready to me. Let's go meet with Shara at the Bracers Guild over there then. Was mich auch freuen würde, ganz ehrlich, wäre, wenn... Okay, hier ist... Warum kann man die... Gibt es hier... Nee? Okay. Was ich nämlich gerade mal... Ah, hier ist es! Ah, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Und zwar kann man sich hier anzeigen lassen auf der Oberwelt quasi, wo sich hier was befindet. Und das ist die Optionstaste. Und das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Gib mir mal einen Moment. Kann man die Steuerung irgendwie verändern? Nein, kann man nicht. Das ist unschön. Das ist... Lodgings? Nee. Ach ja, das ist das Hotel. Ich suche jetzt gerade erstmal... Lila ist... Das ist die Kirche. Oh, ruckel, ruckel. Das ist Waffenladen. Das Itemladen. Bracers Guild. Okay, die Bracer Gilde ist... Dein Kopf bedeckt die Minikarte. Ja, die braucht ihr nicht sehen. Das ist... Ganz ehrlich, ich kann es ja mal zeigen. Die sieht so aus. Also, nichts jetzt Besonderes. Ne, rot hier ist Bracer Gilde. Grün ist der Laden. Orbital Factory ist bräunlich. Hier so bläulich ist blau-grün ist Hotel. Und lila ist die Kirche. Also das müsst ihr jetzt... Das ist ganz ehrlich nicht allzu wichtig, dass ihr das sehen müsst. So viel technisches Zeug hier mit der Karte auf einmal hier alles. So, was macht's denn hier? So, jetzt. So viele Ablenkungen heute. Meine Güte. There you two are. Good morning, Estelle. Good morning, Joshua. Morning, Aina. Good morning. Is Shara already here? Yeah, she's waiting for you upstairs. Obwohl ich glaube, es wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, mein Bild nach unten zu setzen. Weil da unten rechts ist, glaube ich, wird nichts angezeigt. Das werde ich gleich mal sehen, wenn wir wieder im normalen Spiel sind. Once you finish today's training, you will finally be recognized as members of the Bracer Guild. Good luck to the both of you. Thanks. We'll do our best. Okay, was wird... Nee, ich glaube, das kann ich wirklich machen. Ich glaube, ich kann hier einfach runtersetzen. Gebt mir mal einen Moment. So. Da wird, glaube ich, am wenigsten verdeckt. Vielleicht ist es so besser. Wir werden sehen. Wir werden sehen. The Star and the Hanged Man. The Hermit and the Magician. Nun bist du wieder direkt beim Chat mit uns Plebs. Ja, ist eklig. Dieses. Nein. And last of all, inversion through the Wheel of Fortune. This is a difficult combination. How should I interpret this? Good morning, Shara. Well, if it isn't Estelle and Joshua. Sherazade hat ein nettes Design. Das verändert sich auch sehr stark dann mit den späteren Teilen. Die sieht man dann auch in Cold Steel nochmal wieder. Wie so viele Charaktere aus der vorhergehenden Reihe. Die sieht man alle in Cold Steel nochmal wieder.
Das liegt aber auch eher daran, dass sich der Artstyle ja so stark geändert hat. Ich glaube, mit Cold Steel hat sich der Artstyle direkt richtig geändert. Oder vielleicht schon bei den Zwischenspielen hier, bei den Crossbell-Teilen, Azure und Zero. Da war, glaube ich, der große Artstyle-Shift, der dann hier vollzogen wurde. This is a rare occasion for you both to show up so early. Since it's my last day of training, I figured, why not? I'm ready to get this show on the road and become a bracer myself. I'll give you credit for your enthusiasm, but I'm going to work you hard today in every way I can think of to make sure that high-spirited attitude of yours holds up. I hope you're ready. I can feel the enthusiasm dropping already. Quiet, you. Every time I teach you something, you somehow manage to forget it. This training is my way of trying to keep some of that information in your head instead of letting it dribble out of your ears like it usually does. You're Joshua. Shara's picking on me. Don't worry, Shara. While Estelle may hate studying and rarely ever does her homework, acts rashly, is overly naive, and has a tendency to stick her nose into everything, her instincts are sharp, so I'm sure she'll pick up on how to use an orbment with some practice. Eventually. Probably. I guess there's not much I can do now except hope for the best. Alle sind gemein zu Estelle. Hold on a second, Joshua. Somehow I get the feeling that you weren't standing up for me. Well, that's odd. I'm positive I described all your best traits accurately. Whatever. Man merkt die Beziehung zwischen den beiden und die Persönlichkeit von Estelle auch ganz besonders. By the way, Shara, what were you trying to predict with your tarot cards? Your face was really intent. Oh, this? I was just trying to get a vague reading about what might happen in the near future. Unfortunately, I don't seem to have been in the right mindset to interpret the cards correctly. You couldn't read the cards? Well, that's surprising to hear. Actually, the more profound the meaning of the cards, the more difficult they become to interpret. But that's not important now. I think it's time we start our final training. I'll give you a brief rundown of all the information we've covered in your previous training. This is the minimal level of knowledge that bracers should have in order to function effectively. And Estelle, make sure you pay especially close attention to what I'm going to say. Yeah. Tutorial time! Wir müssen uns jetzt alles anhören. Orbments are mechanical devices which operate by using what is known as orbal energy. A variety of effects can be produced depending on the structure and the type of quartz or processed septium installed. Das wissen wir alles eigentlich schon. Although it's only been 50 years since their invention, these devices play an integral role in all facets of life, from lights, heaters, and other everyday products to weapons, magic, and even airships. In connection, this technological reform is commonly known as the Orbal Revolution. Wir wissen das schon, die Revolution, die industrielle Revolution mit der Orbal-Technologie, davon haben wir ja schon in Cold Steel gehört. Aber jetzt wird es eins nochmal erklärt. Ich glaube, das wird einem jedes Spiel, jede neue Reihe nochmal. Orbal-Technologie, das wird sich nie durchsetzen. Ich meine, die hat sich ja schon vor 50 Jahren durchgesetzt. Das haben wir ja schon gehört. Wir sind ja schon 50 Jahre nach der technischen Revolution. Also, ne? About bracers. Bracers are investigative and combat specialists who work to protect civilians and maintain the stability of their respective regions. They aid the community in various ways, such as exterminating monsters, preventing crime, finding lost items, and escorting people and goods. The Bracer Guild, which has established branches across the continent, manages the affairs of the Bracers in each region. The Burl Kingdom. Das ist auch mal wichtig zu wissen. Jetzt sehen wir auch mal, das ist Le Burl Kingdom im Süden von Erebonia. Also, was wir jetzt drüber sehen, die oberste rote Linie, da ist das Erebonian Empire, wo wir ja in Cold Steel sind.
The kingdom of Lebel, in which we live, sits on the western half of the Zemirian continent and abounds with nature and deep-rooted traditions. Lebel is proud to be one of the leading producers of septium on the continent and is known for its high level of technology used to develop augments. Augment technology has also been a key pillar of support for Lebel in protecting its independence, as it has contended with neighboring nations. 10 years ago, when Lebel was invaded by the Erebonian Empire. Unter dem Lebel-Logo sieht man auch Erebonian Empire. Ja, so ein bisschen. Das ist zwar verdeckt, aber man kann es noch sehen. It was the use of the Orbital-powered airships that saved the kingdom from defeat. Consequently, even now our relationship with the Empire is somewhat sensitive, but thanks to the Queen's political finesse, Lebel enjoys peace. Das ging fix. Let's see, since we've got a mountain of stuff to do today, I'll let you off the hook this time and with a condensed review. I'm going to speed things up now and move on to the practical portion of your training. Shara? How is today's practical training any different from the training we've done before? Since it's practical, that means you will be experiencing things firsthand. Therefore, I'm going to have the both of you run through everything as if it were a real bracer job. So what you're saying is, there won't be any studying at the desk involved? Yes, that's exactly what I'm saying. This time you'll have to go out and make a physical effort to accomplish your task. I'll make sure to have you work up a sweat, so I hope you're ready. Yes, that's seriously just what the doctor ordered. Man merkt, Estelle ist eine praktische Lernerin, quasi die Learning by doing ist ihr Motto. I didn't know what I was going to do if I had to sit another day with my tush parked at the desk. Tush. I guess I got all worried for nothing. Well, suddenly you're all bright and cheerful, Estelle. Let's just hope that smile on your face lasts until the end of today's training. Okay, yeah, let's get cracking on your first objective, shall we? Yes, let's have it. Your first objective will be to confirm the details of the job you will be performing. But before that, there is something we need to give the both of you. Aina, are they ready? Yes, they are. I'll write you two. Go get one of each for yourself. What? These are very important, so make sure not to lose them. Bracer Notebook. Unser Tagebuch quasi. Bracer Notebooks serve as the official way to record the status of your current jobs. Also, anything you may hear or anything that you may find and where, these kinds of trivial things can often become clues. No matter how insignificant something may seem, always write it down. Understood. Crap, this sounds like it's going to be a pain. Ach, Estelle. Oh? Please tell me it was my ears playing tricks on me, because I hear I only got one response. I'm sure there were two. Keeping an accurate account of events is an important duty to all bracers. So get with the program and stop trying to make this out to be more than it really is, Estelle. Okay, I got it. Make sure you do. Alright then, let's begin. Look over by the door. You can see that there's a bulletin board standing there. First, I want you to go and check the job description posted there. Ja, wie ein Bulletin Board halt. Schwarzes Brett funktioniert. Blub. Training, Retrieval. Term long. Client Scheherazade. 500 mirror. The training will involve searching the sewers beneath Roland and bringing back the contents of a chest. See Scheherazade for details. Das ist jetzt im Prinzip eigentlich fast genauso wie die Aufgaben von Reen in der Schule. Im Cold Steel. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Very good. It looks like you were able to see what was posted without any trouble. Ihr habt keinen Hirnschaden, dass ihr diesen Anweisungen auch folgen könnt. Bin sehr stolz auf euch. Checking the bulletin board is one of the most basic functions a bracer performs on their job. Checking regularly to see whether or not there are any urgent tasks which need immediate attention is also an important duty for bracers. Man, this is all
All this talk about duty is starting to cramp my style. Sure, there are a lot of rules to follow, but there's an equal level of responsibility in the jobs themselves. I think being a bracer calls for much more than just someone with a half-hearted attitude. I guess you're right. I'll just have to be more motivated. Wie Virgil. Is that so? Ich glaube, da hat sich jemand verschrieben. Had a change of heart, have you? You betcha. Well, before all that motivation sneaks off somewhere, let's get to work on your next task. What will we be doing this time? We'll be heading across the street to Mr. Melder's Orbital Factory and learning about how to use its services. He has graciously taken time out of his work schedule to explain things, so make sure to be on your best behavior. Okay. Alle laufen sie aber auch am Platz. Da oben. Das ist wie Final Fantasy Tactics. Die laufen einfach auf der Stelle. Here is where you will learn how to use an Orbital Factory services. At an Orbital Factory, you can modify your... Ja, okay. Ganz ehrlich, ich weiß, wie das funktioniert. I'll leave the technical details to the expert. So, Mr. Melder, ja. So, what is it about you that you'd like to know? Wir haben das doch schon mal gemacht. Orbments are mechanical devices which exhibit an array of effects through the installation of various types of quartz. By definition, that means that lights, airship, engines, and so on are also types of orbments. However, the ones we will be discussing today are battle orbments, which enhance the user's physical abilities and make it possible to use magic. Since each orbment is adjusted to match the owner's personal aptitude, the structures for these devices also differ for each owner. Simply put, the shape of the fixed elemental slots and lines also which connect them vary. At any rate, that's the layman's explanation. In order to install quartz, you must first have an open slot. Öffne deinen Slot, Baby. Anzeichen des Alters. Heutzutage hatte man wahrscheinlich die Möglichkeit, das Tutorial zu überspringen. Ja, aber im Prinzip kann man es auch überspringen, wenn man einfach die Dialoge überspringt, aber jetzt will ich es eigentlich nicht machen, so. By default, the central slot is open, but the other slots must be open at an Orbital Factory like this. It'll take a fair amount of sympathy. EP, which is needed for magic, will also see a max increase according to the number of open slots. I recommend opening them all as soon as possible. So, what is it that you would like to know about? Orbital Arts. Orbital Arts ist Magie, ja, bla bla bla. Quartz, bla bla bla. Wir wissen das alles schon. Ich überspringe es jetzt, ganz ehrlich. Looks like Mr. Balders has answered all of your questions. If there's nothing else, then let's have you both try and use the services here. For that, we're going to need some Zapf. Receive several of each type of elemental Zapf. With that amount, you two should be able to synthesize a few quartz. Now, I want you to begin by first making an elemental quartz that will work with each of your particular orbments. In your case, Estelle, any elemental quartz is okay, but for you, Joshua, it has to be a time elemental quartz. Normally at the shop, you would be able to exchange Sepith for Mirror, but for this training, you will not be able to use this service. Ja, okay. Na, okay, wir müssen mit ihm reden. Modify. Slots sind bereits offen. Ja, und wir können nur... Also bei Estelle geht jeder sämtliche Quartz und bei Joshua nur Time Quartz. Also wir brauchen Time. Blub. Und... ja, Attack von mir aus. Blub. Blub. So schnell geht's. Also wir haben schon die ersten Quartz ausgerüstet. Alright, it looks like you were able to synthesize one. Next, I want you to increase the arts you can use. Now install the quartz into your orbments so that you can use both recovery and attack arts. Das habe ich schon gemacht.
And you can figure this out by looking at the arts and check quartz charts in your bracer notebooks in order to figure out which quartz you need to install. If you're lacking the necessary quartz, you can synthesize them at an Orbital factory. Das habe ich doch gemacht. Hä? Jetzt habe ich einfach mal von allem was ausgerüstet. Ich musste ganz spezielle Quartzes ausrüsten. Danke aber auch. Alright, it looks like you have both got recovery and attack art set up. If you balance your arts out between each other like you've done here, it should make dealing with monsters much easier. Additionally, your bracer's notebooks contain information about which quartz allow you to use which arts. If you'd like to use more powerful arts, check out the quartz and arts charts in your bracer notebooks and find something that works for you. Alright, your training here is almost finished. Last of all, I'm going to have one of you open a new slot in your orbments. The more slots you have available to you, the broader range of choices you'll have. Since EP, which is consumed by using arts, can have its max value increased by opening up slots, it would be a good idea to open them all early on. Now I want you to use this Sepith and open a slot in each of your openings. Go ahead and decide which slots you're going to open. Okay. Slot Estelle. Blub. I see you've managed to open one of your open slots, Estelle. Since your central slot is not limited to a particular element, you are free to install any type of quartz you like. Ich dachte, ich müsste beide irgendwie einen Slot öffnen. Was soll's. This concludes your training here at the Orbital Factory. Das ist ein komisches Tutorial, das einem irgendwie nicht richtig erklärt. Now it's time to move on to what you've both been waiting for, the qualification test. Pardon? Did you just say test? You can't honestly tell me that you forgot about the test again, can you? Didn't I remind you just this morning? Now that you mention it, I vaguely remember some sort of talking along the lines of at the breakfast table. Ach du meine Güte! Estelle, was ist denn mit deinem Gedächtnis los? Ein Tutorial, das nicht richtig erklärt, ist dann kein gutes Tutorial. Es ist kein gutes Tutorial. Definitiv nicht. Sometimes I fear for the future of the Bracer Guild and humanity. Oh well, no sense in worrying about that now. Let's head over to the testing area. You mean like now? I don't know if I'm ready for... How about a little less yapping and a little more walking? Joshua, help me! Mr. Melders, ready? Thank you for your help. I mention it, and good luck with that test of yours. We'll be rooting for you. I'm going to remember that you let me high and dry like this, Joshua. All your training has finally come down to this. Your qualification test will begin here. I expect to see you both use what you've learned up to this point. Understood. What's wrong, Estelle? Sure? What now? I was kind of wondering, is there not going to be a paper test or something? Did Cassius drop you on your head as a child or something? You just read what it said on the bulletin board not that long ago, right? Yeah, and? And I even made you jot down what you read in your Bracer's notebooks. Unless you forgot that too.
I'm pretty sure the job listing mentioned searching for and retrieving an item from the sewers. Ringing any bells yet? What a relief. O divine Adios, I give thanks to thee for thy infinite grace in bestowing upon us such wonderful gifts as sewers. So what you're really saying is that you thought it was a paper test. No wonder you were acting all crazy back at the Orbo factory. I can already feel the nostalgia. All that horrible days stuck in a classroom are starting to feel like grand memories indeed. I'm really starting to wonder if we'll even be able to graduate at all. What's wrong with you? Why do you have to go and say something like that when I'm trying to reminisce about the positive things? Alright, that's enough jabbering, you too. This is supposed to be a test, so how about the both of you try to at least look a little anxious? Just so you know though, if you do happen to flunk the test, you don't even want to imagine the kind of homework I have in store for both of you. Hey, we'll be fine. Just tell us what you want us to do and let us loose. Well, if you're so confident, then how about proving that you're not just blowing hot air with the results of your test? Anyway, as both you saw on the bulletin board, this test will be a search conducted by Roland Sewers. In the Roland Sewers. Your objective is to retrieve the contents of a chest which has been placed somewhere within that area. The contents of the sewers is extremely simple. The layout of the sewers is extremely simple. So you don't need to worry about getting lost either. However, there are real living, breathing monsters down there. So if you get careless and let down your guard, you will be sorry. Also, let me give you this before I forget. Tierbaum. Monster Guide. What is this book for? It's called a Monster Guide and it's used to record information about monsters and other opponents you meet. Es ist ganz seltsam, dass sie uns dieses leere Ding gibt. Also das Ding ist ja leer, ne? Aber wenn es jetzt schon seit Jahren diese Bracer gibt, warum würde sie uns dann nicht mal ein ausgefülltes Ding geben? Whenever you figure out an enemy's attributes, you should make an immediate note of it in there. Ja, das meine ich ja, aber gib mir doch eins, was schon ausgefüllt ist. Sounds pretty straightforward to me. He who controls the flow of information controls the tide of battle. War das nicht he who controls the spice controls the universe? That's exactly what I'm saying. You've really got a good head on your shoulders, Joshua. That's a pretty useful advice. Thanks for the tip, Shara. We'll put it to good use. Mensch. Gameplay wäre mal jetzt langsam mal schön, oder? Alrighty then, let's get pumped and knock out this test. Let's. Don't forget, though this is an exam, we should make sure we treat it as such. Ja, ach, da sind wir schon. Recovery point. Well, let's use it if our HP and EP become low before engaging in any further battles. Orban Charging Stations are Recovery Points, die kennen wir auch noch. Die sahen nur anders aus vorher. Okay. Aber bevor wir loslegen, gebe ich Estelle noch den Attack. Das brauchen wir jetzt erstmal. Oh, sagen wir, wir fangen das Spiel an mit Sewers. Ja, da ist es aber schon schön, dass wir quasi den schlimmsten Teil des Spiels jetzt schon hinter uns haben, quasi. Monsters at 12 o'clock. Be careful not to let them take advantage of your blindside. Got it? Ja. Hint! Ja, Battle Order Bar indicates who attacks first, ja. Ist alles wie gehabt, das kennen wir schon aus den Cold Steel Spielen. Das ist fast exakt so wie schon immer gewesen. Hint! Attack an enemy! Danke für den Tipp. Bonk. Plopp. Tot. Die Gegner haben was von den Hobgoblins in Xenogears. Allerdings ist auch wieder so Bewegungsreichweite oder so eine Sache, ne? Estelle kommt gar nicht erst ran. Und der Gegner macht einfach schon mal gar nichts. All right, we're
Die Stimme kenne ich doch. Die Musik ist doch ein wenig zu chillig für Kämpfe, muss ich sagen. Doch, das würde ich doch eher nehmen fürs Wandern auf der Oberwelt oder so. Ich bin ganz froh, dass es ein bisschen chillig ist, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine richtig stressige Kampfmusik habe, das geht einem dann auch auf den Sack irgendwann. Eine, die dann ein bisschen zurückgenommener ist und nicht übertrieben intensiv ist, das macht die dann noch bei so vielen Kämpfen dann erträglicher. So. Here comes some more. Depending on the enemy, some physical attacks may be ineffective, ja. Die können wir nur mit Magie wirklich schädigen. Also, Hint! Arzt. Tot. Und Zerstörung. We're good to go. Crisp Onion. Oh, wir haben eine... Ob ich eine Zwiebel aus Abwasserkanälen nehmen wollen würden... Das ist ja Let's try using Crafts this time around. Ja. Crafts, unsere Spezialfähigkeiten, das Übliche. Hint! Crafts. Morale! Come on. Blub blub. Wir sind gebufft. Funktioniert auf Anhieb schon mal super. Allerdings... im Gegensatz zu Cold Steel bauen sich die Craft-Punkte hier wirklich nur sehr langsam auf, ganz ehrlich. Also die CP, die man ja benötigt, um Craft einzusetzen, sind bisweilen hier etwas... Ich will mich gerade nur ein Stück wieder heilen. Sind etwas kostbarer als noch in Cold Steel. Also hier hat man das Balancing noch nicht ganz raus. I wish there were an easier way to take care of them. One blow using an S-Draft or S-Break should do the trick for just about any enemy. The catch is your CP has to be at least 100 to pull off one of those moves. Ja, S-Drafts, wir kennen das alles noch. Bonk. Hint! S-Breaks. Press the Break Button to unleash an S-Break. Wenn ich jetzt noch wüsste, was der Break Button ist. Now press the Break Button and try unleashing an S-Break. If you are using a keyboard, you may use the 1 to 4 number keys or the arrow keys to select it before unleashing it. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Here I come. Und das ist die S-Craft für Estelle. Ah, okay, mit einfach nur Steuerkreuz dann während der... Okay, alles klar, ich verstehe. Ich kann mit dem Steuerkreuz quasi dann auswählen, welche S-Craft ich einsetzen soll. Das ist ein bisschen komisch.
good to go. Juicy Bone. So that's the treasure chest we're after, huh? We made it this far, the rest is gonna be a piece of cake. Seems like we've got a little breathing room at least. Let's pay close attention to our battle order this time. There should be a number of ways to get more mileage out of our actions. During battle, there are several bonuses. Ach ja, okay. Die Bonusse. Die wir dann für die Battle Order immer bekommen. Ja, ich kenne da nicht. HP Heal. Okay. Diesmal müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen. Ich sehe schon. Ich sehe schon, was ihr wollt von mir hier spielen. Au. Au. Noch mehr Au. Hört auf, mir so viel Au zu machen. Ich wollte einfach jetzt nur hier die Insekten erstmal loswerden. Gut, ich bin die Insekten losgeworden zumindest. Es hat zumindest funktioniert, das was ich wollte. Wer hockt einfach da hinten rum, hey? Au! Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Spiel ein Stück weit schwieriger sein wird als die Cold-Steel-Spiele. Diese kleinen Viecher sehen aus wie die Monster aus den frühen Fallout-Spielen, die es zwischendurch gab. Ich habe nicht genug Fallout die ersten beiden Teile gespielt, um das jetzt wirklich beurteilen zu können, ganz ehrlich. Meine Güte, Estelles Bewegungsraum ist wirklich sehr gering. Aber ich glaube, dafür ist ihre Reichweite höher, ihre Angriffsreichweite, dadurch, dass sie einen Stab benutzt. Ja, ich merke schon, die Kämpfe sind hier... Ach ja, man kann ja immer noch nach wie vor jetzt mit R2 vorspulen. Das vergesse ich die ganze Zeit schon. Alright, we're good to go. Nice. Small box. That's weird. There's a couple of boxes inside the treasure chest. Boxen in Boxen. The fact there's not just one but two is kinda interesting too. Wonder what's inside. Remember, Estelle, our mission is to search and retrieve only. I'm pretty sure looking inside those boxes doesn't fall under our mission objective. You're no fun at all, Joshua. This has nothing to do with our mission. It's what I like to call good, honest curiosity. You know, we're the only ones down here. We can get away with a teensy-weensy peek, right? If you feel like flunking today's test, then by all means, be my guest. Did you just say the F word? The flunking word. Yep, opening one of these boxes could result in an automatic fail for the both of us. If this were a real job, the contents of those boxes would belong to the client. And as long as they were nothing illegal, we would have no right to open them. I know you're right, Joshua, but I just can't help myself. We absolutely have to know what's inside. Why not ask Miss Shara when we get back? But for now, we need to focus on getting out of here. Alright, alright. Wir werden noch nicht so schnell hier rausgehen. Weil ganz ehrlich, was ich noch gerne machen würde vorher, wenn das möglich ist, zumindest einmal aufleveln. Ich weiß nicht, ob jetzt Gegner spawnen, während man hier noch unten ist. Ich werde mal schauen. Das geht. Scheinbar nicht.
Nee, das wird, glaube ich, nichts. Dann lassen wir es so sein. Ist in Ordnung. Good work, you two. As a rule of training, I'm going to need to confirm the items in your possession. Small boxes. Handed over. Yep, they're the real deal, alright. I don't see any evidence of tampering either. That was a close one. I figured she would try and set us up like this. Congratulations, the both of you. You have successfully passed your qualification test. You didn't really think something that simple would be a problem for us, did you? So, Shara, what's in those boxes you had us get? That's for me to know and you to find out after your training is finished. That's enough chit-chat for now, so let's get back to work. You two still have some things left to do. Seriously? But didn't you just say that we passed the test? You still have to learn about how to report the results of your work. I'm aware that you're both tired, but this is no time to shirk your duties. Let's get back to the guild. When is this day ever gonna be over? Oh well, no sense in giving up when the finish line is in sight. Agreed. It seems like we're within reaching distance of our goal. Ugh. Your final training is how to report to the guild. Whenever you finish a job, it is your duty to report the results of your work to the guild. Reporting how you resolved the situation and the steps you took to get there are all part of your job as a bracer. You can report your results on the front desk in each guild branch, and as you already know by now, Aina is in charge here at the Roland branch. Oh yes. In addition, this is where you will be paid for your work. I look forward to seeing great things from the both of you. Now that we're here, why don't you both go ahead and report the results of today's training? Ja, okay, ich weiß, wie man mit Leuten redet. Das ist jetzt auch nicht... Ach ne, halt. Falscher. Blum. 1 BP und 500 Mirror erhalten. Wir sind Junior Bracer, 9. Klasse. Good job, you two. It seems like you were able to complete the objective without running into any major problems. Ganz ehrlich, es fühlt sich an, als ob dieser Bracer-Job sehr einfach ist, da reinzukommen zumindest. Diesen Job zu bekommen allein. Another thing to make note of is that depending on how you handle a job, you may see an increase or decrease in the amount of pay you receive. When you report the results of your work to the guild, pay in the form of mirror isn't the only thing you will receive. You will also accumulate points, which are known as BP, bracer points. BP are an indication of your achievements as a bracer. But these points exceed a certain when these points exceed a certain value, you will advance in rank as a bracer and be awarded with a piece of special equipment by the guild. Das war genauso wie mit den Schulpunkten in Cold Steel. The ranks of a junior bracer start at 9 and go all the way up to 1. Please set your sights on making first rank and work hard. The amount of mirror MVP you receive will also be recorded in your bracer notebooks, so please have a look sometime later on. All that's left to do now is finalize your training. Let's head back upstairs, shall we? I'll talk to you later, Aina. And sorry for putting more work on your plate today than usual. Don't worry about it. Training new embraces is important for the future of the guild. I fully intend to work these two to the bone in any case. To the bone? Warum läufst du rot an? Oh je. And knowing Shara, it'll involve the whip. Entschuldigung? Entschuldigung? Was? Jetzt weiß ich, warum sie rot angelaufen ist. Let me say it again. Good work, you two. You have now officially completed the entire training course. From now on, you will be learning from your own real-world experience. Well then. Shara holds out 2 small boxes. Aren't those boxes the ones in your question? In answer to your question, yes, these are the boxes you retrieved during today's test. Ja, im Prinzip genau das. You seem awfully curious to find out what's inside, Estelle. Are you saying that it's okay if we open them? That's right. Why don't the both of you have a look and see what's inside? Sweet.
Alright, let's have a look. Estelle und Joshua open the boxes. Ach, wie süß. Wir haben unser Junior Bracer Emblem da drin. This crest is... So does this mean that we are... Estelle Bright, Joshua Bright. Beginning this day at 1500 hours, you are both hereby appointed as Junior Bracers within the Bracers Guild. From here on, you will work as members of the Bracer Guild to support the livelihood of those around you, defend peace and uphold justice. Congratulations, you two, and welcome into the fold. Did you hear that, Joshua? We've become members of the Bracer Guild. So I'm a Bracer now, huh? I think the realization is only just beginning to sink in. Come on, Joshua, you should be jumping for joy or running around and screaming at the top of your lungs. Like this. Look at us, world, we did it! Ah. I was happy until you made my eardrums bleed. I hate to interrupt the celebrations, Estelle, but I need to take off now. I have some backed up work that needs my immediate attention. We understand. We understand. You have been spending a lot of extra hours working with us during this busy time for the guild. Ja, so quasi. Before you head out, Shara, I just wanted to say thanks. Likewise, I appreciate all the trouble you've gone through for us, Shara. Don't mention it. Training new recruits is one of Brace's many duties. Believe it or not, I was once in your shoes a long time ago when your father Cassius trained me. So that's why you have so much respect for my dad, huh? There's actually much more to it than that, but I'll save that conversation for another day. As for the both of you, work hard to become full-fledged bracers early on, so you can help guide those new recruits who come after yourselves. And in time, I hope to see you both become respectable bracers like your father. Anyway, I'll leave you with that thought. I just don't get it. Get what? This is Scheherazade, aka the Silver Streak, one of the most skilled young bracers we're talking about. So why is it that she holds Dad in such high esteem? He just seems like nothing more than a no-good middle-aged man who is always out doing who knows what instead of being a father. A no-good middle-aged man, huh? From your viewpoint, it doesn't come as a surprise that you would see him in that fashion. Huh? Never mind. Let's hurry and head home. We should let Dad know that we qualified as Junior Bracers. Right. Okay. Wir haben den Job. Yay. Aber vorher müssen wir noch, ganz wichtig, Zeitung kaufen. Hurry up and come on. Oh, wait for me, Luke. Luke and Pat. Okay. Huh? Oh, it's you two. Oh, great. It's Estelle. Hey there, Joshua. Okay, you little twerp. What's with the oh, great, it's Estelle remark? What's a big hurry? How about telling us where you're headed? You're not thinking about wandering out of town alone, are you? The roads are full of monsters, I hope you know. You're such a pest, Estelle. Don't you know there's no room for girls to be sticking their big fat noses in boys' business? Quit acting like you're a bracer, you wannabe. How wrong you are, Luke. How incredibly wrong. You're more wrong than the fool who thinks there's better tasting milk in the bowl than the milk that comes from the Purcell farm. What? Wovon redest du? Alles in Ordnung mit dir? What? No way. You're full of it, Estelle. In fact, as of just a few minutes ago, we qualified to become real bracers. Are you hearing what I'm saying? Real bracers. More like bracers in training, really. Don't think you should be getting on your high horse just yet, Estelle. No high pony, on the other hand. Quit being a killjoy. Wow, you two are great. I'm so happy for the both of you. Pat isn't netter. Oh, Pat, you're such a good little boy. Unlike that smart Alec. Smart Alec and cynical Brad you call a friend. This isn't fair. I was supposed to become a bracer first. I can accept that Joshua became a bracer before me, but getting passed by the likes of Estelle?
What's the likes of Estelle supposed to mean? Just so you know, you can't even be a bracer until you're 16 years old. Get it? Only mature people allowed. Ja, weil man sehr mature ist, wenn man 16 Jahre alt ist. Absolut. And that means no little kids who are still going to Sunday school. I don't know about how I should put this, Estelle, but Sunday school is dying to have you back. You'd better watch out, Estelle. I'm going to train at my secret base, and before you know it, I'm going to be a bracer too. Come on, Pat, let's go. Alright, I'm coming. See you later, Estelle. Bye, Joshua. Luke ist heimlich in Estelle verliebt oder sowas mit Sicherheit. That boy Luke, he's always trying to pick a fight with me. I wonder if he just plain hates me or something. Rather, I think it's the exact opposite, sag ich da. What do you mean by that? Don't worry about it, it's just a boy thing. Ob man Luke später in der Trails-Spielen wieder sah? Gute Frage, ich weiß es ehrlich, ich weiß es auch nicht. Es kann aber durchaus sein. Ich kann es mir gut vorstellen, gerade bei der Trails-Reihe. At any rate, what do you think Luke meant when he said secret base? I don't know why, but somehow it makes me a bit curious. I know exactly what you mean. A secret base sounds really intriguing. The pure heart of a young child can be so inspiring at times. That's not really what I meant by curious. Okay. Aber können wir jetzt Zeitung kaufen? Rizinusöl, ja. Mit euch rede ich jetzt, das lese ich jetzt alles nicht vor, ganz ehrlich. Ah, Liburnus. Okay, wir haben es gekauft. Ah, okay, Recipe Book. Wir können kochen. Und wir können den Maple Cookie machen. Alter! Ich weiß... Oh. Ja, Maple Cookie. Ah, okay, hier ist... Dirty Rat, okay. Das ist eine Ratte. Moth Cluster, okay. L2 ist das Handbuch für Monster. Das ist eine ganz seltsame Tastenbelegung. Ja, das ist eine Ratte. So sehen Ratten in diesem Spiel anscheinend aus. Ganz, ganz seltsam. Hey there, Estelle Joshua. Good afternoon, Mr. Elgro. Ja, wir sind Bracer geworden. Nein, ich will nicht... Ach, warum ist Talk oben und Shoppen da weiter unten? Ich will... Wenn ich in einen Shop gehe, dann will ich eigentlich einkaufen. Okay, wir haben bei weitem nicht genug Geld, um uns richtig auszurüsten, merke ich. Die Viecher, die ich von Fallout im Sinn hatte, waren mehr so What if Xenomorph but only the head with mini legs. Hier sind Ratten. Und ja, ich frage mich auch nicht. Convert? Ah ja, okay, wir können hier immer noch das Zeug konvertieren. Okay, das lassen wir erstmal lieber. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch nicht groß uns jetzt ums Geld zu kümmern. Um Ausrüstung und sowas zu kümmern. Was war hier nochmal? Orbital Factory, genau. Was ist denn hier? Abendbar. Oh. War doch auch Abendtime. Wholesome Pasta. Ate Wholesome Pasta. Learned Wholesome Pasta Recipe. Hey, so lernt man Rezepte. Welcome. Sternchen. Oh, ist der... Ja, okay, wir müssen nicht mit jedem reden hier aus... Alter. Kriegt ihr... Abendbar, wahrscheinlich von Erebonien eröffnet. Ja, wahrscheinlich. Manchmal Skulp. Okay. Was gibt's hier im Shop? Pommes, Soda und einen Augapfel. A herbal flavored soup with ingredients good for the eyes. Achso. Ach du meine Güte. Ich dachte schon, hier gibt es einfach nur einen Augapfel zu essen.
Ich muss aber mal so ehrlich sagen, die Charakter-Sprites sehen interessant aus. Die erinnern mich an Golden Sun ein bisschen. Oder halt so Donkey Kong Sachen, so 3D-Modelle, die eingescannt wurden und dann zu Sprite konvertiert wurden. Und ich glaube, das ist genau die Technik, die hier benutzt wurde. Muss auch ein wenig an Ragnarok Online denken. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber was ich halt eben meine, diese Sprites sehen halt so aus, wie dass dieselbe Technik genutzt wurde wie für Donkey Kong und Golden Sun und generell so die Camelot-Spiele, wo halt 3D-Charaktermodelle generiert wurden und dann als die verschiedenen Animationen als Sprite dann eingescannt, für den Sprite eingescannt wurden. Um dann diesen Look zu bekommen. Ich glaube, das ist genau das, was sie hier gemacht haben. Say, Joshua, I'm glad I found you too. Was ist denn jetzt los? Oh, hi, Einer. Something wrong? You seem to be in quite a hurry. We've got a bit of a problem. Is your father at home today? Yes, he is. He said something about having to sort out a bunch of documents. But what's going on? You know Luke and Pat, right? Sure we do. In fact, we saw them not that long ago. What's wrong? Are they in some sort of trouble? I don't know how to say this, but I just heard from Uni that Luke and Pat ran off to the tower that lies on the northern outskirts of Roland. You mean the tower of Asmelas? Asmelas, okay. Esmelas, oder wie auch immer. Ich hab's jetzt ganz verstanden. Ich muss nochmal sehen, wie das heißt. Isn't that place supposed to be a breeding ground for monsters? That's what they say. Unfortunately, at the moment, Scheherazade is out on bracer business, so I want to ask your father to bring the boys home safely. What are you talking about? There's no time for that. Joshua and I will go after them and bring them back. I don't know if that's such a good idea. The two of you only just qualified to be junior bracers today. With all due respect, I believe that Estelle's judgment is correct in this situation. Was selten vorkommt, in ihrem Fall. If the two of us hurry, we may even be able to catch up with the boys before they reach the tower. I understand. I will take responsibility for whatever happens. As an emergency request from the Bracer Guild, I ask you lose no time in bringing about the safe return of these children. Roger that. Understood. The Esmelas. So, Esmelas Tower can be reached by taking the western path at the junction along Malga Trail. You can get onto the Malga Trail through Roland's northwest gate. I'll be on standby at the guild, so if you run into any trouble, you know where to find me. Bye. This is our first real job. Come on, Joshua, we don't have time to lose. I'm right behind you. Und jetzt, dadurch wird diese Anzeige der der Namen hier wirklich wichtig. Warum heißt das die Milch Main Road? Da links. Milch Main Road. Ich will es gar nicht erst wissen. Den Gegner habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der ist so komplett in dem Hintergrund verschwunden. Das ist eine Flying Feline. Eine Flederkatze quasi. Come on. Blub, blub. Schön, dass die Angriffs- und Craft-Effekte wesentlich kürzer sind jetzt hier im Spiel als noch das dann bei Full-Stil der Fall sein wird. Blam! Kitty Kick! Aua! Das war viel Schaden. Piece of cake.
Okay. Preemptive Attack. Okay, jetzt läuft das schon ein bisschen besser hier. Jetzt habe ich die Gegner zumindest schon vorher mal gesehen. Come on. Come on! Ist auch interessant, dass Estelle bis jetzt noch keinen Angriffscraft hat. Nur Joshua hat erstmal einen Angriffscraft. Alles, was Estelle jetzt im Moment noch hat, das war der falsche Gegner, den ich angreifen wollte. Au. Nicht ver... Oh. So viel Schaden. Also ich merke, ich habe die Piece of cake. unangenehme Befürchtung, dass ich hier teilweise wirklich einfach grinden muss, manchmal. Ich gehe jetzt mal zurück, um zu heilen, ganz ehrlich. Weil das ist ja echt hier gerade... Ach du meine Fresse. Clock Tower, nee. We've got an unusual guest staying here at the moment. She appears to be a student from the Janice Royal Academy. Wahrscheinlich wird es beim nächsten Stream schon wieder ein neues Spiel präsentiert werden. Nein, 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 nein. Ihr wisst doch, dass ich jetzt mit Grinden komme ich klar. I've heard that she has come here to study about Roland. Lässt du mich bitte auch ausruhen hier? Dankeschön. Ich bin nur überrascht, dass wirklich einfach wir jetzt schon so von den Anfang so stark von Schaden nehmen und sowas. Also, das ist ein bisschen... Es ist einfach nur eine Befürchtung, die ich habe, dass halt der Anfang des Spiels zumindest nicht allzu leicht sein wird. Strength up! We're good to go. Ich hätte gerne ein Level-Up jetzt. Also, es dauert echt lange, bis man hier ein Level-Up bekommt. Ne, das war ein Stein. Hier war auch nochmal ein Gegner, den wir noch nicht angegriffen haben, richtig? Der sieht aus wie ein Gegner, den man eher mit Feuer angreifen sollte. Ja, ist genau das. Finde aber schön, dass oben rechts einem gleich angezeigt wird, was die Stärken und Schwächen des Gegners sind. Das ist... Au. Das waren 200% Schaden. Ja. 7 XP für... Ihr wollt mich doch verarschen. Zum Glück kann man vorspulen. Aber meine Fresse, dass die so viel Schaden am Anfang machen. Ist ja wirklich übel. Liegt hier irgendwas rum? Ja, hier ist eine Kiste. Reviving Balm.
Roland South, North Malgameine. Esmelas Tower, okay. Ah, mit der geht das auch. Ah, hier ist... Ah, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Einfach eine Umgebungskarte. Eine normale, popliche Umgebungskarte. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Linke Seite Touchpad für die PS4-Controller. Weil ich sehe das Spiel und entsinne mich, dass ich es auch noch auf dem Lappy habe und bin sowohl entzückt und entsetzt, wie es sein wird, mit einem alten JRPG zu zocken. Also du hast das Spiel auch? Nehme ich dem jetzt diese Aussage? Warum machst du so viel Schaden? Warum macht... Nee, sorry. Seht ihr... Habt ihr das gesehen? Wie viel Schaden das war? Es tut mir leid, ich muss wieder zurückgehen. Alter Verfalter. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wo war eigentlich die Kanalisation? Weil da konnte man kostenlos sich zumindest... Hier war eine kostenlose Heilungsstation, ne? Ja. Natürlich habe ich das Spiel, sonst wäre es doch echt komisch gewesen, dass du mir ausgerechnet den zweiten Teil geschenkt hast. Ja, ich erinnere mich, das war ja das. Stimmt. Ja, du hast recht. Das habe ich ganz vergessen. We're good to go. Ja, die Gegner hier sind jetzt irgendwie ein bisschen angenehmer zu erledigen für den Anfang. Ich werde mich darum kümmern, dass ich jetzt hier erstmal auf Level 2 zumindest komme. Oder ein höheres Level. Ich bin ja Level 3 eigentlich schon. Piece of cake. Estelle und Taunt. Also wir haben ja schon mal eine neue... Oh je, das wird Spaß. Die machen wenigstens wenig Schaden hier, ne? Relativ gesehen. All right, we're good to go. Rule. Okay. Ich bin immer noch erschrocken, dass die Gegner so viel Schaden gemacht haben, ganz ehrlich. Das hat mir echt jetzt einen richtigen Schrecken eingejagt. Versuchen wir das doch nochmal. Und diesmal gehen wir nicht auf die Pflanzen los. Wir lassen die Pflanzen Pflanzen sein. Ja, die fliegenden Katzen, die gibt es ja auch in Cold-Spiel, wenn ich mich recht erinnere, oder? Es gab eine Schwierigkeitsauswahl ganz am Anfang des Spiels, aber das ist... Ich bin auf normal.
Das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Wir sind jetzt nicht auf schwer oder so. Ich würde mal auch denken, dass es eigentlich der Schwierigkeitsgrad ein bisschen besser zu managen geht, wenn man dann später im Spiel unterwegs sind quasi. Dass es jetzt nur am Anfang ein bisschen erschreckend ist. Besonders, weil wir ja auch jetzt im Moment nur 2 Charaktere sind, ne? Die Truppe kann ja auf 4 Charaktere gehen und wenn wir das erstmal haben, dann geht's. We rule. Nee, Pflanze, du, shit. Man kann die Gegner auf dem Feld nicht sehen, richtig. Es ist schlimm. Ja, heil dich mal von deinen maximal MP HP. We rule. Beast Flash. Klingt wie eine Metalband. Looks like we come all the way to a smaller tower. I didn't see any sign of them along the trail, so do you think they've wandered inside? It's quite likely that's the case. Let's go in. It looks like we'll need to hurry. Right. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier? Nee. Okay. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. It's dark in here. I'm scared. Quit being a baby. We're only on the first floor of this place. Do you hear that? They really did come in here. Wenn Grandia 2, was mich gelehrt hat, dass ein Turm am Anfang des Spiels nur Schlechtes bedeutet. Möglich. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht. Estelle, are you alright? Look! Pat! If you can hear me, answer me now! Those little brats, are they pretending they can't hear me? They might have climbed up to the second floor. Let's hurry and see if we can find them. Okay. Also bisher nichts Besonderes. What are we going to do? Somebody help! Rush in simultaneously with Joshua. Ich würde mal sagen, das macht doch irgendwo Sinn. Let's go, Joshua. Right, I've got your back. You monsters go somewhere else. Das war ein sehr schneller Dungeon, oder? No, Shoo, leave us alone. Chew on this. Bonk. Estelle, what are you doing here? Joshua, you are here too. Get back, you two. These monsters aren't playing around. We'll take care of them. Was ist denn das für eine Musik? Protect all NPCs. The NPCs HP reaches 0, the game is over. Das ist doch mal Bossmusik, oder?
Renn nicht irgendwo hin wie ein Idiot. Und du auch nicht. Trails in the Jazz, ja? Ein bisschen. Hey, du hast einen Stärke-Buff bekommen, Kind. Danke. Oh, du bekommst jetzt einen richtig... Oh. Okay, das ging doch. That's that then. Jazz in the Let's move Sky. out. It looks like that's that. Yeah, I'm glad everyone is safe too. By the way, that was great timing, the way you blitzed those monsters, Estelle. You really think so? Is it safe now? Oh man, that was awesome! You really shot them, Estelle. Not bad for a girl. You little twerp. Ow, that hurts. What are you trying to do to me? What's wrong with you? You even dragged poor Pat all the way up here against his will. It's time to think about what you did today. Oh, you're hurting me. Stop it. I said stop it, you violent she-devil. So this is the thanks I get for saving your neck, huh? Looks like it's almost time to give you some special some of my special discipline. Ow, 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 ow. Alright, Estelle, I'm sorry. Everything was my fault. Estelle? Shouldn't we forgive each other like they teach at school? This brat doesn't need forgiveness, but a little discipline should do the trick. Englisch lesen ist echt... Estelle, behind you! Is something with teeth, isn't it? Nicht unbedingt, aber es ist ein Fisch. Nice monster. Not going to make it in time. Hallo, Papi. Huh? Dad, you came. Er ist gekommen. Alle kommen sie in JRPGs immer wieder. You still lack skill and understanding, Estelle. You must always prepare for unseen danger by sharpening your senses. That's part of what it means to be a bracer. What are you doing here? I just happened to be in town and heard the whole story from Aina. I'll give you points on your quick thinking and taking action to come after the children. But you failed to follow through completely. I really messed up, didn't I? It's a good thing you showed up when you did. I'm sorry, I should have been watching her back. That just means you have room for improvement. Constantly working to overcome your weak spots is the key. Understood. So how about we head home, everyone? Can you boys walk? I think so. That was incredible, Mr. Bright. You were like a gazillion times more awesome than Estelle. Of course I was. I'm a father. Alright, everyone. Let's file on out of here. I'm with you, Mr. Bright. Where's the Glory Hawk now? I mean, I guess it should be stateful that Dad saved me behind. But why does he have to go and take all the credit like that? It really chaps my hide. Die Übersetzung, man merkt, die Übersetzer hatten Spaß hier dran, oder? That's just the way it is. After all, he is Cassius Bright. It seems like you have quite a day. That is just unbelievable. The second we get back to Roland, he says, I'll leave the reporting to you, and takes off for home. The sheer nerve, I tell you. There's no need to make a mountain of a molehill over it. At least the boys came back safe and sound. Anyway, I think that's all there is to report. Blum. Oh, wir haben noch mehr Geld bekommen. You did well for your first assignment. From the details of your report alone, I believe I can commend you both for a job well done. You should be proud of yourselves. You really think so? Sie ist aber auch immer am Rot anlaufen, merkt ihr das? Jedes Mal, die ist... Also entweder hat sie irgendwie ein Problem mit Blutdruck oder selbst das kleinste Kompliment ist bei ihr gleich errötend. Okay. And also, in fact, you'll do even better on your next job.
If anything else comes up, I would appreciate your help again. Sure. How about we head home too? I guess we better. I've still got dinner to prepare. Would you mind holding on a second? A letter arrived for your father just a little while ago. Unfortunately, since he went straight home, I never got a chance to give it to him. Do you think you could deliver it instead? Letter to Cassius. I wonder if it's more work-related stuff. I imagine so. The letter appears to be from one of our foreign branches. One of the guild's foreign branches? I'm sure you already know by now, Libel isn't the only country where the Bracer Guild exists. On top of that, your father is widely known as all across the Zemurian continent, so we can expect those kinds of letters from time to time. If you two would be so kind as to make sure he gets this letter, I would really appreciate it. No current job listings. Falscher Knopf. Okay. Ja, wir haben ein bisschen Kohle jetzt angescheffelt. Kleines bisschen zumindest. Hey, Joshua? Hmm? Do you think I am really cut out to be a bracer? Well, you seem to have inherited your father's skill with a staff. And your nosy personality doesn't let you ignore someone in distress. Really, you think so? Ist sie schon wieder am Erröten. Sure, but why are you asking? Are you still thinking about what happened back at the tower? Yeah. Because of my carelessness, Luke almost got caught in the middle of a dangerous situation. If Dad hadn't come when he did, he could have been seriously injured. I guess I'm just worried about whether or not I'll be able to stay on top of things in the future. That kind of talk doesn't sound like the Estelle I know. Huh? If we fail today, that's all that's left. Then all that's left is take back our losses tomorrow, right? Overthinking and worrying about things that haven't happened yet is definitely not like you. Isn't being a bracer what you've always dreamed of? How can you expect to succeed if you let something like that happen today discourage you? Joshua, you're right. This isn't like me at all. I don't think a serious expression really suits your face either. You laughing like a big ditz is far more natural for you. Hey, what's that supposed to mean? You're gonna see my angry expression if you keep that up. Okay, I admit that last comment was pushing things a bit. I'll overlook it this time, and thanks for cheering me up. I don't know about you, but I'm so ready to get home and eat. My stomach just started growling like a bear. Maybe glutton is closer to the mark than ditz. Ach, was für eine tolle Bruder-Schwester-Beziehung die doch haben, ne? Papi? Da ist Papi. We're home, Dad. We finished reporting to the guild like you told us to. Good work, kids. The details of your report will be reviewed at each branch and will affect your pay and rank advancement in the future. Please make sure that you always remember to do it. Don't worry, we will. And before I forget, I got that copy of the Lebel news you wanted. There was this letter for you at the guild too. Handed over the Lebel news and letter. Letter, huh? Well, I'm going to get cleaned up and start dinner. Oh, and Dad? Thanks for coming when you did today. You really helped me out back there. I see you're being rather gracious today. Papa is happy. How delightful that my daughter has finally understood what a great man her father truly is. There's no need to hold back, Estelle. Come and jump into your father's loving arms. Sehr herzliches, wenn auch amateurisches Schreiben, als ob man stark von Animes beeinflusst war. War man wahrscheinlich auch. In your dreams.
I swear the men in this house have one thing in common. They never know when to shut up. I guess she's not as depressed as I had thought she'd be. Should I be thanking you, Joshua? I didn't do much. I just gave her a push in the right direction. Estelle's a resilient girl to begin with. Yes, she is. But she still has a long way to go. She'll run into more than just a few stumbling blocks in this line of work. And overcoming these obstacles is what will teach her to stand on her own 2 feet. There's that soft side of yours talking again. Oh no! Are eggs supposed to explode like that? I guess I shouldn't have gone in expecting to make a perfect meal in a single try. No way, cooking is supposed to be about passion. Exploding eggs are passionate, right? No, once more. That daughter of mine can sometimes be a little too passionate. I think I'll go help with dinner. We don't want the curtains to catch fire again. But at this rate, there's no telling when we can expect to have a bite of food ready on the dinner table. Hier würde ich eigentlich sagen, dann soll sie einfach erstmal nicht kochen. Ne? Alright, then let's see what this letter is all about, shall we? Cassius cuts the letter's seal. Auf dem Brief war eine Robbe. A message from the Erebonian Empire. Oh, what? Was ist da los? Ist natürlich auch krass, dass wir jetzt das Erebonian Empire ja schon kennen. Also macht das Ganze natürlich noch ein ganzes Stück interessanter. Vielleicht war es doch keine so schlechte Idee, Cold Steel vorher gespielt zu haben. Wow, this is a surprise. This new dish is what I call Estelle's explosion of a rice. Be sure to savor every last morsel. I will. Your cooking this evening is excellent. My compliments to the chef. Hey, this is raw talent at its best. Today certainly has been a busy but great day nonetheless. We qualified as junior bracers, had our first real assignment, and I didn't even lose my eyebrows making dinner this time. Ja, vor allem mit dem Umstand, dass wir ja von Cold Steel wissen, dass die Bracer Guild von Osborn geschlossen wurde. Jetzt muss ich gerade überlegen, in welchem Zeitraum dieses Spiel jetzt im Vergleich zu Cold Steel spielt. Ich glaube... Oh je, wann war das? Ich glaube, die Spiele sind so 4 oder 5 Jahre voneinander entfernt, die Handlung der Spiele. Ich kann es jetzt nicht nachschauen. So direkt. Also ich... Scheiß drauf, ich mach's. Ich gucke nach. Ich habe doch das Wiki hier bei mir. Kiseki Wiki. Games. Trails in the Sky. Spielt im Jahre 1202. Und Cold Steel fängt an im Jahre... Starting 1204. Also sind nur 2 Jahre voneinander entfernt. 2 Jahre nur. Sind nur 2 Jahre, die jetzt davon... Okay. Not to mention the food being delicious for a first attempt, this dish is actually quite edible. At first I thought I might have to pinch it out the window when you weren't looking, but it seems that technique won't be necessary tonight. Sometimes you're just so despicably rude, Dad. Didn't you know how to be humble and just say something tastes nice? Alright then, how about this? Boy, I never thought I'd be able to eat something wonderful like this before I had to leave on business. You made a splendid meal, Estelle. Thanks, Dad. Wait, business? Are you really leaving again? Yes. Something unexpected came up. This time I'm going to be away for a while. Hold on a minute. You're leaving when? Tomorrow morning. What? I don't care what kind of job you're doing. That's just too soon. It's about that ladder, isn't it? Was there some sort of incident? Oh, it's nothing like that. Just a simple investigation. Ja, da war ein Incident. Was auch immer dieser Incident war, wir wissen es noch nicht. Aber wir werden es wahrscheinlich rausfinden.
I'll have to visit a number of places, so it'll take about a solid month before I'm through. That being the case, please take good care of the house while I'm away. What do you mean, that being the case? You always use some vague excuse like that and take off for who knows how long. We have to accept it, Estelle. The Brace's job is to help those who come to us for help. I know, but what are you going to do about all your jobs here at the Roland branch? You've already accepted a few of them, haven't you? Oh, only about 5 or 6. So I was thinking, how about the both of you handle them for me instead? What? Are you really asking us to do the work that you're supposed to be doing? That I am. I'll have you do the ones which I think you can accomplish. And I'll ask Scheherazade. Moment. Scheherazade. Okay. Es ist nicht Scheherazade, sondern einfach nur Scheherazade. To handle the difficult ones. So, what do you say? Sure. Sure. Of course we will. You're okay doing these too, right, Joshua? Yeah, no problem. Looks like a good way to get some experience as a bracer. Then it's settled. I'll stop by the guild and let Dinah know about the change of plan before I leave. Alright, I'm starting to feel more determined than ever. We'll have to bust our tails with these jobs so we don't tarnish your name while you're gone. Oh, Estelle, my beloved daughter. Papa is so proud. Papa is sad, Papa is happy, Papa is proud. Papa ist immer irgendwas. Um fair zu sein, du hast schon andere Namen bewusst falsch ausgesprochen. Scheherazade als Scheherazade auszusprechen war echt kein Beinbruch mehr. Aber ich mache das ja auch aus Spaß. Teilweise. Ich mache es ja teilweise auch wirklich mit Absicht. Oh, my dear Lena, who art in heaven, can you see your daughter now? Our little Estelle has grown up to be such a lovely young woman. Face it, Dad, you're getting old. If people lose their trust in you at this age, you might as well just throw in the towel to get forever. I'm only helping you out because I'm your daughter and I have a duty to pay you back for the last 16 years. I'm only 45, and what's more, I'm very likely the most active member in the entire guild. Not bad for a pair of comedians. By the way, Dad, which flight will you be on tomorrow? The one headed for Grancel or the one headed for Bose? I'll be the one headed for Grancel. My flight departs at 10 o'clock in the morning. That means I'll have to get up a little earlier tomorrow. I'd better set my alarm clock just in case. Die Musik wieder. Dad? Are you still awake, Joshua? You'd better hold off on the liquor or Estelle will get mad again. This is just my way of lifting my spirits before I travel. How about yourself? Would you like to join me for a drink? I'll pass. Actually, what I should be saying here is, don't offer alcohol to minors. I'm not that Shara who would jump at any chance to enjoy a drink or 10. That's because she holds her liquor much better than I do. There's something really serious happening, isn't there? There's no conclusive evidence, but there appears to be some sort of movement within the Empire. Uh-oh. The Erebonian Empire? That sounds pretty suspicious. This movement doesn't appear to be overt, but that's what has me worried. I intend to do a little probing at the Erebonian embassy to see what turns up. Understood. I'll make sure to look after Estelle while you're gone. Don't you spoil that girl, you hear me? Now that she's become a bracer, she needs to learn to look after herself. Estelle will be fine. She's got good instinct and, despite being a bit rough around the edges, she has talent with the staff as well. There's no doubt on my mind that she'll be a first-class bracer someday. Yet at present, she's like a babe in arms who knows nothing about the realities of the world around her. At some point in time, she'll have to choose which path to follow in life.
And Joshua, the same thing can be said for you too. It's already been 5 years since you became part of this family, hasn't it? How time does fly. Yes. It does seem that way. About what you said back then, are you sure you won't reconsider taking those words back? For me, keeping my word is what defines who I am. If I can't do something as little simple as that, I don't know how I could live with myself. I know this may sound stubborn, but I can't take back what I said. I'm sorry. There's no need to apologize. But I'd like you to remember this. No matter what path you choose in life, you can't erase these past 5 years. Estelle and I will always be your family. No matter what may befall you. Mysteriös. Thanks, Dad. A Father's Love, A New Beginning. Prologue. Also, wir wissen nun mal schon, es gibt wirklich irgendwie noch eine seltsame Vergangenheit von Joshua. Was auch immer diese Vergangenheit ist. Stört mich, wie die beiden stets über Estelle reden, statt mit ihr zu reden. Fühlt sich doch etwas disrespektvoll an ihr gegenüber, als ob sie ein Kind sei. Das Ding ist, sie behandeln sie ja wirklich wie ein Kind und wir haben ja schon gemerkt, wie sie sich verhält, ist sie wirklich noch ein bisschen sehr naiv und kindlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel jetzt hier, vor allem jetzt die Trails-Reihe generell, also die Sky-Reihe, wirklich auch sich darum handelt, dass Estelle ein bisschen aus dieser Naivität rauswächst und etwas erwachsener wird. Well, it looks like it's time for me to board my flight. Estelle, don't do anything I wouldn't do myself, and try not to be a handful for Joshua either. For the upteenth time, I heard you already. How about you try not to go overboard yourself with your own work? You're not getting any younger, you know? Say what you will, but I am not about to be overtaken by any youngsters. Charizard, I am really sorry about placing all this work on your shoulders at the last minute. Please don't be. I'm slightly concerned, however, about whether or not I can do a decent job in your place. There's no need to be humble, Silverstreak. And I don't mean to make your life any more difficult, but please keep an eye on these two. You just leave that to me. Is tightening up the reins and not spoiling these two fine with you? You definitely understood the way I think. What's all this about? It looks to me like a mutual understanding between master and pupil. Gransel-bound airliner Linde will be departing shortly. All passengers, please board the airship now. Ist ein schöner, kleiner Flughafen mit so Blumen überall. So sollten Flughäfen aussehen. Bisschen mehr Blumen. Oh, I better take my seat. Ich finde es sowieso generell schade, dass wir im echten Leben nicht solche Luftschiffe haben. Wir haben immer nur die Flugzeuge. Aber einfach ein Luftschiff, das einfach gediegen in der Luft schwebt, anstatt richtig in Hochgeschwindigkeit durch die Luft zu fliegen. Holy shit, das Klingeln gerade klang so doch zu echt laut. Dachte, das wäre bei mir. Have a great trip, Dad. We'll take care of everything here while you're gone. Hurry back. When you're done with your work, make sure you come straight home. And no goofing off. Is that any way to see our beloved Papa off? Oh well. I'll try my best to come home as soon as I can. Alrighty, you. Be good while I'm gone. Und der Typ da unten rechts, den sieht man jetzt nicht, den verdecke ich, aber da. Der trainiert auf dem Laufband anscheinend. He's gone. Again. Yeah. Come on, you two. There's no need to look so down. Your father will be back in no time. I don't know what kind of investigation he's been asked to do this time, but when it comes to your father, he'll have it done before you know it. I'm not sad that he's gone. He's always been way more than he's been at home. Alright, if you say so.
Anyway, I'm going to get to work on those jobs your father left for me. But if you run into any trouble, give me a holler. Will do, but first I'd like to try and finish a few jobs with Joshua. I want to see if we're capable of doing, or of what we are capable of doing as junior bracers. Alright, if you insist. I imagine that if Joshua tagging along, there's probably not much to be worried about. Good luck, you two. Thanks. We'll do our best. So, what do we want to do now, Estelle? Shall we stop by the guild? Yeah, we should probably talk to Aina and find out what jobs are waiting for us. Let's go! Let's go! Hier der Typ. Ja, der ist am Laufen. Der verbrennt am Tag 5000 Kalorien. Allein nur da auf dem Platz rumlaufen. Ja, okay. Kann man hier in... Ne, hier kann man nicht in die Kanalisation einsteigen. Das wäre es natürlich noch gewesen. Okay, also es heißt jetzt wirklich allein nur so Jobs annehmen und jetzt sind quasi nicht unsere Nebenjobs, unsere Hauptjobs. Finding the shiny rock. I'd like someone to find my shiny rock. Please speak to me directly for details. I think I might have dropped it behind the Melder's Orbital Factory. Milch Main Road Monster. A ferocious monster known as a pine plant has been spotted roving the Milch Main Road. Bracers from this branch are requested to deal with this threat immediately. Der ist ja wirklich Milch Main Road. Ja, ich bin auch überrascht. Oh, good morning, Estelle and Joshua. Has your father already left? Yes, just barely. That's why we came here to find out about the jobs he left for us. Sure. Oh, jetzt ist mein Kopf abgehackt hier, wenn ich mich so weit vorne setze. Ja, was soll's. Sure. There's a total of 3 jobs I've lined up for you. For the first one, I'd like you to head out to the farm west of here. The farm west of here, isn't that where Tio lives? Tio? You seem to have heard that name somewhere before. Tio Purcell. She was one of our classmates at Sunday school. She is also the Purcell Farm's owner's daughter. Oh, really? It's actually the Purcell Farm that put in a request to have someone exterminate some monsters. Are they really having problems like that? Fortunately, nobody has been hurt, but the owner and his family are upset that their fields being destroyed by the creatures. Keine Ahnung, warum ich jetzt so Schwierigkeiten hatte, diesen Satz zu lesen. Therefore, the guild received an extermination request. I would never have expected something like that to happen. Okay, we'll head out there right now. Here, take this with you. Guild referral? This document certifies that you were dispatched by the guild. Please give it to the owner of the farm. We already know Tio's father pretty well, so I don't think this is necessary. But we'll take it just in case. Okay. Dann heißt es... Sachen finden hier erstmal. Wir müssen ja auch noch schauen. Bei der hier sucht doch was, ne? Ja. This is really weird. Where could it have gone? Oh, excuse me, but can I ask you something? You didn't see a shiny rock around here anywhere, did you? Huh? A shiny rock? Yeah, that's right, one that sparkles. You didn't see a rock like that lying around here anywhere, did you? Are you saying you lost something? I don't recall seeing anything like that. Do you know where you might have dropped it? My mom was calling for me, so I ran over to the general store where she was. I know I had it in my hand at the time, but when I came back here, it was gone. When you say general goods store, you mean Mr. Renon's store, right? Did you look in front of the store? Obviously, that's the first place I looked. You don't need to treat me like a kid, you know. My, aren't you a charmer? Well, I already asked the Bracer Guild to help find it, so I'm sure it'll show up sooner or later. If you do happen to come across it, give me a holler straight away. I'll probably be around. Okay. Jetzt müssen wir hier einen fucking Stein finden.
Und die Leute haben sich aufgeregt, dass in Final Fantasy 16 man als Nebenquest kellnern muss. Hier im Spiel müssen wir einen Stein finden. Ich wollte eigentlich nicht rausrennen aus der Stadt. Ich wollte eigentlich hier bleiben. Die Kellner-Nebenquest war doch die erste Nebenquest, die man im Versteck gemacht hat, oder? Ja, genau. Huh? What's the matter? I wonder what that is. There's something shining down there through the sewer grate. You're right. It looks like something must have fallen through. The sewers? Don't tell me you forgot about the sewers already. You know that smelly monster-infested place we were in not that long ago? Alright, those sewers. We went there during our practical training, right? Ja, das wissen wir doch schon. Was machst denn du mit dem Ventilator, Minka? The entrance to the sewers should be just behind the chapel. If you're so interested in what's down there, then how about we check out a little later? Sure, let's do that. Okay, dann haben wir ja schon mal gefunden, wo wir hin müssen. Nee, hier nicht. Estelle hat wirklich Amnesie, wenn sie die Kanalisation vergessen hat. Ja, irgendwas stimmt mit Estelles Gedächtnis nicht. Oder mit ihrem Hirn generell, glaube ich. Und mit meinem auch nicht, weil ich mich auch wieder nicht erinnere, wo die fucking Sewers waren. Aber das hat eher was mit einem nicht existierenden Orientierungssinn zu tun, glaube ich. Hier war es nicht. Bin ich doof? Die waren doch hier, oder? Ach nee, das war ja das Hotel. Hier ist doch unten was. Hier was. Also müssen wir runter wieder. Hier irgendwo ist ein Stein. Piece of cake. Oh, der Buff hat ordentlich gewirkt. Aua. We're good to go. Gott sei Dank kann man vorspulen. Piece of cake. Oh, bin falsch gelaufen. Macht nix. Ja, okay, war klar. All right, we're good to go. So kurz vom Level up. Hey, fuck you! Das war doch jetzt gemein.
We're good to go. Ja, aber immer ein Level Up. Aber keine neue Craft. Ich habe bisher kaum Crafts eingesetzt, hä? I see now. This is the thing we saw shining through the sewer gate. What's this? Jetzt angeschrieben. Achso, nur Instagram-Zeug. The thing we saw shining through the sewer grate was this. What's this? Seems like it. A quartz fragment, huh? Now we know why it was shining so much. The way it sparkles is so beautiful. This is made of septium too, right? Loosely speaking, yes. But let's talk about it later. This really isn't a place to have a leisurely talk. I guess you're right. No normal person would want to stay here any longer than they had to. Ja, raus hier. Aber, ach nee, wir brauchen gar nicht heilen. Wir haben Level-Ups, heilen vollständig. Das ist sehr schön. Unsere Lev-Hochs heilen uns vollständig. Das ist sehr schön. Und dann wissen wir natürlich jetzt auch, was dieser Shiny Rock war, ne? Hey! Is that rock? Could it be that? This is the rock you've been looking for? Yep, this is the one. My shiny rock. Die Tradition, mit einem Level-Up geheilt zu werden, sollte es doch öfters geben. Ist jetzt mittlerweile fast Standard, habe ich das Gefühl. Und das ist auch sehr schön. Why is it all dirty like this? Hey, don't you have something else to say before you complain? You guys are bracers, right? I've already paid your money to the guild, therefore I think I have the right to complain. That's not the problem here. Calm down, Estelle, he's just a kid. I know that, but this quartz is what you were looking for, right? Yeah, that's the one. The rock is really quartz? You mean the same kind of quartz that's in an ornament? Yep, that's the same kind of quartz made with It's chipped, but it doesn't function anymore. I see. So, this rock belonged to an ornament. What's wrong? You seem a bit out of it? Who, me? Oh, it's nothing. I'm glad you found it. I guess that's about it, then. Oh, that reminds me. I almost forgot. Here, take these. Drill meatball. My mom gave these to me, and tells me they're healthy, but they're kind of bitter, so I can't stand them. Anyway, I appreciate what you did for me today. Seriously, what a cheeky little kid. I'm sure it's a difficult age for him, but I wonder why he was searching for that quartz. What do you mean? Now that you mention it, it does seem a little strange. Oh, well. Everyone has something they think is important. Truer words couldn't be spoken. Perhaps that kid has an interest in ornaments. I, for one, don't see what's so interesting about those overly complex gadgets. My brain goes numb just thinking about them. Except for the fact that you'll have to get used to them sooner or later. You won't be able to fulfill your job as a bracer if you can't use one. Alright, I'll try and learn. Find the Shiny Rock. Wir haben den Shiny Rock gefeindet. Ich wollte nochmal in die Orbital Factory und vielleicht kann ich ja noch irgendwas verbessern jetzt hier bei mir. Vielleicht kann ich von Joshua einen Slot, nee? Nee. Ah, schade. Ich kann auch bessere andere Quartzes jetzt herstellen. Nee, kann ich nicht, weil mir die Zepf fehlt. Die Zäpfchen. So habe ich es doch früher genannt immer. Der Typ steht einfach nur da. Mit dem kann man einfach nur reden und das war's. Es gibt keinen Grund, den anzusprechen. Der ist einfach nur da. Falscher Knopf. Menü wollte ich gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht mal neue Waffen kaufe, aber ich glaube, was eher wichtig wäre jetzt im Moment, ist wirklich einfach bessere Rüstung, oder? Weil ich habe echt das Gefühl, dass wir einfach immer übel auf den Sack kriegen die ganze Zeit. So viele Sepith habe ich jetzt noch nicht. Die kann ich jetzt mal alle verkaufen am Stück. So. Kann ich ja offstream einfach mal grinden. Bin aber auch geschockt, wie viel Content und Ideen über die Welt schon bei T.I.T.S etabliert werden.
Ich hätte es nie mal... Ich hätte diesen Witz nicht machen sollen, glaube ich. Das ist was... Okay, jetzt ist unsere Verteidigung wenigstens mal schön erhöht. Ich glaube, das könnte jetzt schon einiges verbessern hier für den Moment. So, und wir gehen auf die Milch Road. Cursor Farm Monsters? Nee, Milch Main Road. A ferocious monster known as a pine plant has been spotted roving Milch Main Road. Braces from this branch. Okay, aber wo genau sich das Vieh befindet, wird uns nicht gesagt. Na gut. Warum haust du daneben? Warum haust du daneben? 0 Schaden? War jetzt meine Ausrüstung so viel? Ach du meine Fresse. Die Ausrüstung hat echt enorm viel gebracht. Wie es aussieht. Au. Jetzt heißt es natürlich gucken, wo sich überhaupt dieses Monster befindet, ne? Fuck! Ja, wir kriegen 0 Schaden. Auf einmal. Wir haben gerade mal 2 Level-Ups gehabt und unsere Ausrüstung ein bisschen verbessert. Und schon ist einfach alles um so viel besser. Wow. Was? Null Schaden? Ich fasse es nicht. Also, da haben wir schon mal jetzt gelernt. Ausrüstung könnte hier definitiv, also potenziell, wirklich extrem viel ausmachen. Das war in Cold Steel nicht so. Das weiß ich noch. Da hat Ausrüstung fast nur noch relativ wenig ausgemacht. Ja. Ich bin aus Versehen reingerannt, das Vieh. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ja, ne? Also ist schon echt krass. Wir haben angefangen, da wurden wir beinahe mit einem Angriff zerrissen. Heißt also, grinden und neues Ausrüsten und eine nervige Ecke im Spiel stark trivialisieren kann. Ach du meine Güte, das ist ein Wort. Keine Ahnung, warum ich damit jetzt so ein Problem hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das eigentlich mit den Gegnern ist, weil die haben jetzt richtig viel Schaden immer gemacht. Gucken, wie viel Schaden die jetzt mir machen. Ja, jetzt sind es 12 Schaden. Am Anfang hatten wir 51 Schaden genommen von denen. Wahnsinn. That's that. Let's move out. Ja, genau. Also das Grinden und besser ausrüsten dürfte jetzt hier sehr, 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 sehr viel ausmachen. So, und hier irgendwo muss jetzt dieses Monster sein. Dieses Monster war es nicht. Piece of cake.
Kiste. Du bist es nicht, die wir suchen. Wow! Und wieder. Richtig viel Schaden macht das. Ja. Also, Estelle ist bisher einfach nur ein Support-Charakter fast. Ihre Fähigkeiten sind nur zum Buffen und gegnerische Angriffe auf sich ziehen da. Und Joshua ist der angreift. Allerdings hat er bisher auch noch keinen weiteren Craft gelernt. Estelle hat sehr schnell jetzt eingelernt. Der erste Level-Up, den wir hatten, hatte Estelle schon den nächsten Craft gelernt. Bei Joshua scheint es noch ein bisschen länger zu dauern. Kiste. Was? Ich hab doch hier gar... What the fuck? Okay, das ist jetzt ein bisschen nervig. Warum hast du jetzt daneben gehauen wieder? Warum hast du jetzt daneben gehauen? That's that. Let's move out. Wo ist dieses fucking Monster? Weil das Ding ist, hier müssen wir hin, ne? Wir müssen zur Purzel Farm. Aber ich glaube... Nee. Irgendwo hier auf der Main Road muss doch das Monster sein, oder nicht? Ich gehe einfach mal jetzt hier die Straße lang, so ein bisschen. Bist du das? Ja! A large monster is prowling around. Exterminate. Exterminate. Diese Musik macht mich fertig. Was ist das für Musik? Warum ist diese Musik? Okay. Ich mag die Art Modells von denen. Simpel und aber effektiv. Bei heutigen Charakteren in JRPGs werden mittlerweile zu viele Details verarbeitet. Musterbeispiel Genshin Impact, was mich doch stört, wie sehr es vom insgesamt Eindruck ablenkt und die Augen irritiert. Ja, kann ich ehrlich gesagt nur so bestätigen. Gerade Anime-basierte Spiele so sind immer ein bisschen... Au! Not now. Das war unfair. Das war gemein. Jetzt renne ich hier zurück, um mich zu heilen. Hoffentlich belebt mich das wieder. Also das war jetzt gemein. Also ich muss es ehrlich sagen. Und ja, Joshua ist geheilt. Ich wollte jetzt auch mal hier was nachschauen, weil hier ist es doch, dass wir einen seltsamen Gast hier haben. Girl in uniform, let's see. First I'll need to make an appointment with the mayor. Okay, die meinen wahrscheinlich diese Dame hier, hä? Und ich kann doch jetzt eigentlich auch direkt... Find the shiny rock. Wir sind aufgestiegen. Received information quartz as a perk. Good work. It seems like you completed your objective without any trouble. If you finish any other jobs, please come back and report again.
Und wir haben ein Augment bekommen. Dieses Menü! Dieses Menü ist nicht ausgelegt für Controller-Benutzung. Ich bin fast am Überlegen, ob ich vielleicht anstelle der PC-Version die PSP-Version nutze. Aber das Ding ist, du hast mir ja das Spiel hier geschenkt, also benutze ich das doch lieber hier für die Streams. Ja, ich bleibe bei der PC-Version. Ich glaube, ich bin zu weit gelatscht jetzt hier, ne? Ja, okay, ich war jetzt in meinem... in meinem Frust durch den Tod von Joshua bin ich jetzt einfach ein Stück weit zu weit gelaufen. Aber hier können wir uns schon mal ein bisschen umschauen, was hier so los ist. CWO Ashton. Well, if it isn't Estelle and Joshua too. Da kommt Mr. Ashton. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich muss euren Mist nicht wissen. Ich bin einmal zu weit gelaufen hier. Aber schön zu sehen, dass man wirklich, wenn man einfach auf der Straße bleibt, nicht angegriffen wird von Gegnern. Die lassen einen in Ruhe. Warum hat das jetzt so geruckelt? Es sei denn, man nimmt einen Feldweg. Dann läuft man natürlich auf Monster zu. Logisch. Let's move out. Beast Flash. Wir haben so viel Fleisch bei uns jetzt hier auf einmal. Nee, blöder Käfer. Die Käfer waren jetzt echt nervig. Die bewegen sich einfach zu schnell. No matter when we come here, this place is always so tranquil. It's hard to imagine monsters running amok here. I certainly don't sense anything out of the ordinary either. Anyway, let's go ask someone here to fill us in on the details. I wonder if T.I.T.S is home today. Ist hier irgendwer? Nö. Ich latsche hier einfach auf dem Gebet rum. Gebet, ja. Ihr wisst, was ich meine. Auf dem... Das sind aber große Tomaten. It's Joshua! Did you come to play with me? Nee. Okay, wir reden mit ihm. Hallo? Hallo? Warum ist hier niemand? Warum ist hier niemand? Sind alle tot? Ich glaube, die sind hier irgendwo draußen, ne? Hallo? Ah, jetzt geht's. Hey, Theo. It's been a while, hasn't it? Estelle and Joshua too? Did you guys come for a visit? Not exactly. We are on bracer business. We heard that you've been having some trouble with monsters. Explain. Yeah. You finished all your training? That's wonderful news. Maybe you can help after all. So there really are monsters giving you trouble, huh? Regrettably, that's been the case for the past several days now. Thanks to which I'm suffering from a lack of sleep. Which means the monster only come out at night? You're very perceptive, Joshua. It'd be better if you got all the details from my father, though. I imagine he should be back from delivering the milk and vegetables anytime now. Okay. Oh Gott, Milch Main Road, weil die hier Milch... Unglaublich. Hühner. Fresh Eggs. Wo ist der Vater? Wo ist der Papi? Wo bist du? Bist du jetzt auf einmal magisch im Haus erschienen?
Er ist magisch einfach im Haus erschienen. Good morning, Mr. und Mrs. Pürzel. Dass sie aber auch nicht Brezel genannt haben oder sowas. How's everyone going on these days? Well, if it isn't Estelle and Joshua. Für in Deutsch eine ulkige Revelation, dass der Name nur eine Anspielung auf eine Milchfarm ist. Ja, es ist wirklich komisch. What brings you to our neck of the woods? Did you come to see Tio? We were actually just chatting with her outside. To tell you the truth, we're here on an errand. Today from the Bracer Guild. Der heißt Franz. Der heißt Franz, ja. Franz Brezel. Und Hanna Brezel. Und Tio Brezel. Is that so? But don't you think this job is a little dangerous for just the two of you to handle? I agree, I'd feel terrible if one of you were to get hurt. Don't sweat it, we're bracers after all, and taking care of monsters is right up our alley. The guild has even authorized us to carry us out this task. If you wouldn't mind leaving it to us, we'd be more than grateful. Well, alright then, go ahead and have at it. Thank you very much, Mr. Purzel. Then, could you tell us a little more about the monsters that have been wrecking your fields? I haven't been able to get a clear look at one yet, but they seem to resemble something like a chubby cat. Aww. As far as I can tell, 3 or 4 appear at night and raid our fields, gnawing on anything that they can get their grubby little paws on. They don't seem threatening exactly, but they're extremely nimble. We've tried many times to catch them over the course of the last several nights, but to no avail. Sounds like a pretty strange bunch of creatures if you ask me. Since they only appear under the cover of night, we'll have to wait for it to get dark. And how about taking a load off until then? I assume you'll also be joining us for dinner then? You said the magic word. You bet I will. I'm a huge fan of your cooking, Mrs. Purzel. I can't wait. You should know how to please a woman who spends a lot of time toiling in the kitchen. Ach, ist es nicht schön. Traditionelle Geschlechterrollen, ne? Wo Männer noch Männer waren, Frauen noch Frauen und die Pfütze mit O ausgesprochen wurde. Pfützo. And for that, I'll whip you up something special that'll live up to your expectations. Ja, genau. Es ist japanisches Spiel aus dem Jahr 2004. Ja. Oh, that was delicious. Your mom's cooking as good as ever, Tio. Haha. That's because she gets excited to cook whenever we have guests over for meals. Ich meine, man kann ja auch sagen, es ist schön, dass eine Frau sich daran erfreut zu kochen. Wenn sie das gerne tut, dann soll sie es ja auch machen, ne? I feel really bad for Joshua, though. With the little ones jumping all over him like that. That's probably a good thing. Surprisingly enough, kids tend to latch onto him a lot. If anything, I'm more blown away by the fact that the children enjoy playing with such a stick in the mud. I think that's a bit of an over-exaggeration, don't you? He's definitely courteous and maybe even a tad reserved, but if you get to know him, he's really a caring young man. The fact that he's not self-conscious about it too gives him points in my book. You really think so? Think about it. With those striking facial features, mysterious amber eyes, and lush black hair, it's only natural that he be a target of all the young girls. Is Joshua really that popular? Are you blind, Estelle? Rumor has it he is more than just a few girls who... Rumor has it that more than just a few girls have asked to go out with him. I hear he turned them all down, though. Weil er nur auf Inzest steht, deshalb. I had no idea. Joshua never said a word to me about it. I don't know how I should even begin to describe his secretive nature about hearing this, but how utterly cruel of him not to confide in me. If you were a boy, I imagine it would be a different story. But as a girl, I don't think that's something he would talk about
talk to you about. And the fact that you haven't fallen for him yourself is beyond me. Jetzt geht's ja wirklich los. Das wird so unangenehm. Huh? Why would I? Estelle, are you in there? You are in there, aren't you? It's about time to do our rounds. Alright, I'm coming. I'll be back after Joshua. I get the job done too. I'd like to continue this conversation then, okay? Oh, alright. Be careful out there, Estelle. That girl, she's either completely out of touch with matters of the heart or just plain dense. Poor Joshua, he really has his work cut out for him. Dass sie damit aber auch kein Problem sehen. It seems as though the monsters always show up about this time. We better get outside and take a look around. What's going on, Estelle? I've got to ask, Joshua. You don't happen to have any secrets you're not telling me about, do you? Sehr direkt, die Estelle, oder? Die hört was und dann fragt sie gleich. Das ist auch eigentlich... Das ist was Positives. Come on now. Where are you coming up with this stuff? Since you came to live with us, we've always done everything together, right? Even though we've had our fair share of fights, they're all gold memories from me now, and what I mean to say is I've come to think of you as family in every sense of the word. Estelle? So if there's anything on your mind you'd like to talk about, I'm available to lend an ear. You know, about things like trouble with your love life and whatnot. What are you trying to say? Nothing, I just wanted to let you know that I'm here to listen if you need someone to talk to, that's all. Let's hurry up and get out there so you can kick some monster butt. What kind of nonsense is Tia putting in into that girl's head? Secrets, huh? Wow, it's really dark out here in the countryside. Gerade nachgeschaut. In 2004 kam auf Far Cry, Prince of Persia, Warrior Within, Doom 3, Star Wars Knights of the Old Republic 2, Splinter Cell, World of Warcraft, Half-Life 2, GTA San Andreas, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Halo 2, Silent Hill 4, Vampire the Masquerade Bloodlines. Ach du meine Güte, sehr, sehr starkes Jahr für Videospiele, ja, allerdings. Oh, das dumme Romanzenplot ausgewühlt, nur um Joshua an seine mysteriöse Backstory anzusprechen. Ja, es ist... Wir müssen es einfach akzeptieren, dass das hier im Spiel drin ist und einfach versuchen, es so gut wie es geht einfach auszublenden. Es ist einfach... Ja, was will man machen? Es ist drin und wir können nichts dran ändern. Let's see. How about we start by checking around the house first and then move on to the field, stable and greenhouses. You should be able to cover the entire farm by doing this way. Alright, let's go! Whee! It's awfully quiet. All I hear are the birds chirping, bugs chirping. It doesn't look like they've shown up yet. I wonder if they are aware of our presence. Hey Joshua, did anyone ever tell you that story as a kid? You know, the one about babies being born in a cabbage patch? Now there's another question entirely out of the blue. And now I was told about an angel with silver wings who delivers them. Interesting. So the explanation for where babies come from differs depending on the region, huh? How about we get back to work? Okay. Hier ist nix. Buh. Oh, Kühe. No monsters here. Alright, let's keep moving. Buh. Hier drin ist auch nix.
I should have figured monsters wouldn't bother coming in here. But the glow of the orbman sure gives this place a romantic ambience. Okay. It makes me feel like it was all worthwhile just setting foot in here. You are definitely a ditz, Estelle. At least it's better than being dense like someone I know. Psst, look. Die Viecher, die kennen wir doch auch aus Cold Steel. Miauen. It's getting away. Hey, get back here, little furball. I can still sense its presence. It's staying put in the farm at the moment. Well, good. Because it's going to get caught. Töten wir Tiere. Los geht's. Nur, wo? Da ist es. Ah! That's too bad. I guess it noted us trying to sneak up on it. Ich meine, wir haben uns nicht rangeschlichen oder so. I swear I'm going to catch that little bugger next time I see it. Da bist du. Not again, for being such a ball of chub. What's up with those speedy feet? Well, I admit this creature's a nimble one. I get the feeling that its instincts are much sharper than how fast it can run. Even so, it has an opening we can take advantage of. An opening? It appears to have a habit of letting down its guard whenever it scampers off. If you catch it off guard and sneak up on it from behind, we might get lucky enough to bag it. Not a bad idea, so we close in from it from behind. As it's running away, right? Let's give it a shot. Ich meine, wir müssen es erstmal finden. Es wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwo sein, ja. Ah. You're still a little off. Remember, you need to move in on it from behind as it's scampering away and then make a grab at it when it's close enough. Okay, müssen wir jetzt wirklich uns anschleichen? Ich glaube tatsächlich, das müssen wir. Screech! I got him! I think it's time to teach this critter a lesson. Metal Gear Estelle, Big Eater. Ja, so ungefähr. Here's where our job really starts. So stay alert and don't let your guard down. Töten wir es! What the fuck, jetzt das in der Mitte? Crop Muncher. Aui. Okay, die Viecher halten was aus. Warum ist das... Das sieht aus wie ein absolut ekliger Mutant. Dieses Mittelviech hier. Das ist absolut... ein... ich mag's nicht. Ich mag's ganz und gar nicht. Come on.
Kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit auf Estelle rumzuhacken? Das machen alle anderen hier im Spiel sowieso schon. The Crop Muncher is munching crops. Ja, danke, dass du mir das sagst. Aber ich glaube, das war Absicht, dass es dann eben so gesagt wurde. Ich denke da eher an das Katzenmeme, die unter den Vorderpfoten hochgehoben werden und sich das ellenlang. Das kann ich mit Minka auch machen, ja. Come on. Fuck. Here I come. Piece of cake. Meow. Mew. My goodness, that the work of a bracer is something else. You kids have done a fine job of rounding up these critters. Teehee, it was nothing really. I wanted to ask you though, now that they've been caught, what do you plan on doing with them? Weil Joshua mit den Messern sieht so assassinisch aus. Do we really have to exterminate them? Ja, ich will die eigentlich auch nicht töten wollen. Die tun mir ein bisschen leid. Now that we've given these critters a good thrashing, I don't think they'll cause any more trouble. Estelle, how is that going to benefit anyone if we show these critters any mercy now? We're here to do a job of exterminating the monsters, remember? But... In any case, we're here to do a job in Dad's place. If the same thing happens again, what will you have to say for yourself? I see what you're getting at, but... You know... It was only some vegetables that were damaged, so... What do you think about letting it slide this time? You know... After taking a beating like that, I'm sure they've learned their lesson. To you, Mrs. Purcell? But in this case, I strongly suggest otherwise. I myself am against killing them too. Whether it's us or them, the fact of the matter is we're all living beings trying to survive on the same land. To some degree, I think we need to be mindful of those creatures living around us as we go about our daily lives. I know you may disagree with me, Joshua, but would you mind sparing these critters just this once? Understood. Since this is coming from the ones who suffered the actual loss, I won't object to your request. I'm really sorry about this, Joshua. I know I had you to come all the way up here. I'll make sure you reinforce the fence and devise a way to prevent this from happening again. And that's that then. Alright, critters. You'd better count your blessings. If we catch you around here again, you won't be so lucky. Now scram! Me. Well, I consider this matter closed. Tonight's been a long night, so how about we head back to the house and hit the sack? The two of you are more than welcome to spend the night. Sounds good to me. I appreciate your hospitality. Man, I'm beat. It's really late, so how about we hit the sack? Joshua? What's wrong? I'm sorry. I made this situation really awkward for everyone. Huh? Are you talking about what happened back outside? Don't sweat it. I guarantee you nobody thought anything of it. Really, your judgment was the most sound of anyone's. No, it wasn't. I'm just cold-hearted and indifferent is all. So edgy. Even now, I still think we shouldn't have shown any mercy and simply put those creatures out of their misery. Unlike you and Theo, I don't feel any compassion. Ach du meine Güte, was ist denn mit dir los? Ich meine, okay, du bist 16 Jahre alt, da ist das noch irgendwie klar, da ist irgendwie ein edgy, kleiner Teenage-Edgelord. Aber meine Güte.
It's at times like that I really begin to loathe myself. It's almost as if there's something wrong with me as a person. Das ist auch wieder so ein Problem von alten Rollenspielen, alten Spielen. Nothing personal, kid. Dass sie halt das teilweise eben einfach zu sehr schreiben, ne? Zu viel, dieses Show Don't Tell Ding, das ist jetzt viel zu viel Telling and not showing, so ein bisschen, ne? Maybe some part of my heart is broken or something. Oh, fuck you. Joshua, don't you dare say things like that about yourself. Estelle? I've watched almost everything you've done in the past 5 years, and I'm confident in saying that I know your strengths and weaknesses better than anyone else. Probably even more than you yourself. Oh ja, das hat mich mit Estelle gestört, wie wirklich jeder uns Estelle vorstellte und ihr nicht erlaubte, sie ein Charakter zu sein. Ich meine, so viel ich gehört habe, ist noch sehr viel an Charakter in Estelle drin. Also bei Estelle geht das noch. Joshua jetzt ist das Problem gerade. I won't allow you to just disregard everything with a bunch of nonsense. I don't ever want to hear you say you're broken again. I'm sorry, it was foolish of me to say that. Ja, war es ein bisschen. Zumindest auf Storytelling-Ebene. As long as you understand what I said, that's what really matters. But you know what? Believe it or not, I was happy to hear you admit how you felt. Why? Your real problem, Joshua, is that you always try to keep your feelings locked up inside. Whenever you're troubled or worried, you just go around with this nonchalant look and try to fix everything by yourself. That's a little upsetting for someone who's supposed to be your family. Estelle, Joshua, you were able to lay bare your own weakness today. You learned to trust in someone other than yourself. And for that I'm happy. I don't know what your point is, but I'm amazed that you can just stand there and say something as embarrassing as that. Sagt der gerade hier einen auf Shadow the Hedgehog macht. I've got a whole lot more where that came from. But how about we call it a night? After all this endless running around, I'm ready to drop. Alright then, have a good night, Estelle. And thanks. You're welcome, Joshua. Sleep tight. Thank you both. You did us all a great service. Once again, I apologize for things not turning out the way they should have. Please don't worry about it anymore. We were able to learn a lot more from this experience ourselves. If there's anything else we can help you with in the future, please let the Bracer Guild know. That'll definitely be the first place we contact. Come and visit again sometime when you're free, okay? We'd love to have you over the night again, when things are convenient for you. I'll treat you to some of my best cooking next time you come. Thanks for the invitation, Tio and Miss Basil. We'll definitely be back to take you up on that when our workload settles down. Ich meine, mehr haben wir ja gar nicht zu tun. Wir haben ja schon alles erledigt. An Nebenquests und sowas. Also die 2 Nebenquests und die Hauptquest. Alright, how about we head back to the guild? After we report this one, we can start on the next. Sounds like a plan. On to the next one. Yay! What the fuck, dieser blöde Käfer! Ich hasse diesen Käfer. Dieser Käfer gehört getötet. Was wir jetzt genau machen werden. Und auf einmal macht er 51 Schaden. Fuck you. Alright, we're good to go.
Good morning. How did the job at the farm go? We hit a few bumps in the road, but let me give you a brief report of the details. Joshua gives a rundown. I see, so you ended up setting the monsters free because the Postal family requested you to do so? I think it was premature on their part, but I won't pursue the matter any further. Is it okay to leave things at that? The mission of a bracer is to protect civilians and uphold justice. However, there are many ways we can protect those around us, and there are many forms of justice, as there are stars in the heavens. Frag nur die Marine von One Piece. As a bracer, it's your job to be able to discern these things. Indeed, our work here has very profound implications if you think about it in that way. That's because we aren't an organization that deals strictly with monster problems. We also intervene when disputes arise between nations. To become a higher-ranking bracer, one must have more than combat strength. A well-honed mind and flexible problem-solving skills are also required. A sharp mind and problem-solving skills, huh? Serious? The road to the big leagues sounds a lot steeper than I originally thought. Haha. Well, then your only choice is to devote yourself to working hard every day. Hard work is a scam. Since you're both here, why don't I give you the details of your next job? Those are the words I've been waiting to hear. I'm ready for anything. So what have you got lined up for us this time? Another monster that needs a good whipping? Not this time. The next job will entail the transportation of goods. And get this, your client is none other than Mayor Klaus himself. Ach, der gute alte Klaus. Really a request from the mayor? Do you think it will be alright leaving such an important task up to us? From what I've heard, it's a pretty simple job. In any case, I'd like you to speak with the mayor directly about the job details. Gibt es noch weitere Nebenquests? Gibt es. Mushroom Hunt. I'm looking for a rare mushroom that grows only where there are rich deposits of septime in the ground. Should be an easy, fun job. For details, please come seek me out. My name is Orvid, and I'll be waiting at the landing port. Okay. I'm looking for someone to replace a malfunctioning orb light in the road lamp on Milch Main Road. Das haben wir doch in Cold Steel auch gemacht. For details, please see me at Melder's Orb Factory. I'm searching for a flower known as the Bear Claw and a silvery pignon. The former is native to the forest of Mistwald, south of Roland, and the latter comes from insect-like monsters. Anyone who finds these items, please come see me at the Roland Chapel. If you're up to task, the soldiers stationed at Wörter Bridge are set to undergo special training, and we're looking for a good men and women to play the part of enemy soldiers. If you're up to the task, contact Chief Warrant Officer Ashton at the Wörter checkpoint on the west end of the main road. Ist wohl eine traditionelle Quest mit den Orblights. Wenn es in Trails to Azure und Trails from Zero auch so eine Quest gibt, dann könnt ihr aber wissen, dass ich das dann auch noch anmerken werde. Aber wir werden uns erstmal um die Nebenquests kümmern, bevor wir... Also wir werden uns jetzt um die Nebenquests hier noch kümmern. Und ich glaube, das wird dann auch das letzte sein, bevor wir die nächste Story-Quest anfangen. Aber was ich als nächstes jetzt noch machen werde, jetzt weil ich doch ein bisschen Geld habe, werde ich doch jetzt mal neue Waffen kaufen. Weil wir haben ja schon festgestellt, dass Waffen oder Ausrüstungsgegenstände generell einen richtig krassen Unterschied machen hier im Spiel. Okay, do you think you would be up to the task of replacing the Orbman light in a road lamp along the Milch Main Road? Accept.
Just leave it to us. If you're fine with us doing the job, then we'll gladly accept. Thanks, I'll appreciate this. I completely forgot it needed to be replaced today. First up, I'll need to give you the replacement part. Here's the replacement part, that's right. The water replacement roadmap number 6 on the Main Road to the west. It's the 6th lamp that will come across counting from Roland's west entrance. Okay, I think we got it. You need a 6-digit combination to open it. Are you serious? The combination 544818. Kann das jemand bitte aufschreiben im Chat? 544818. 544818. Ich könnte es eigentlich auch selber reinschreiben, glaube ich hier. Moment. 544818. So. Am Ende muss ich das nicht mal selber eingeben. Zu viel Dialog wieder. Zum Glück kann ich den jetzt ohne Probleme überspringen. Irgendwo hier war noch jemand, ne, der irgendwas wollte. I see, I completely agree with your inspired words. Nee, du nicht. Irgendwer wollte doch was hier. In der Chapel, oder? War doch die Chapel. Please repair the orb lights. Oh, and next time let me tell you about my relatives living in the Erebonian Empire's Kreuzen province. Ja, irgendwie sowas, ne? Hieß es nicht, dass sie hier sind irgendwo? Landing port, soldier training. Anyone who finds these items, please come see me at the Roland Chapel. Okay, ich muss sie, glaube ich, erstmal vorher finden, diese Items, ne? Orbman Repair, Mushrooms. Rich deposits of Septium in the ground. Irgendwo bei einer Mine? Wir gehen erstmal hier zur Milchstraße. Milchstraße, ach du Scheiße. Milch Road, Milchstraße. Oh Gott, ich hasse euch. Unterschätze niemals die Vorliebe für Puns. Ja. From what Freddy said, I think this is the road lamp. I'm fairly certain this is the right one too. And there were things on the panel as well. You're right, it does. Alright then, let's get to work and finish this job. Unfortunately, it may not be that easy. What do you mean? Oh, okay. Where did all those monsters come from? It looks like the orbment has really burned out. Anyway, one of us will need to fend off these monsters while the others replace the orbment. Yeah, you're right. Well then. How about you handle them, Joshua? Wow! 2 Joshuas. 2 Joshuas. Auf einmal. Doppel Joshua. How about you handle them, Joshua? Do you really know how to replace one of those things? Come on, Joshua, how hard could it be? Even if I can do something as simple as replacing an orbment. Says the girl who glued her hand to our head once. But alright, if you say so. Joshua ist in Wahrheit eine Amöbe. Das ist das wahre Geheimnis von Joshua, was er vor uns vorhält. I'm counting on you, Estelle. Got it. Ich habe jetzt Joshua genommen, weil er mehr Schaden macht.
wesentlich mehr Schaden. Und auch eine Angriffscraft hat. Was ja natürlich auch noch ein Stück weit relevant ist. Ja, komm, beeilt euch ein bisschen. Schön, dass die Gegner natürlich auch 0 Schaden machen jetzt im Moment, ne? Das macht das ganze Stück einfacher. All right, we're good to go. That takes care of the first wave. How's it coming, Estelle? I'm entering the combination for the maintenance panel right now. I'm pretty sure the code was... Ja, 544818. Okay, 5... It's open! Sometimes I'm too smart for my own good. I'm okay here, Estelle. You just focus on fixing the lamp. Got it. Now for the orbment, which goes in like that, and voila! Perfect. Good work, Estelle. All the monsters seem to have gone too. Phew. I sure got all stressed out over this job. Considering the circumstances, it seems pretty reasonable to me. But the thing that surprises me is most is that you remember the combination. Do you want to know the truth? I actually just saw a jumble of numbers in my head, and the buttons I happened to press were the right ones. I should have figured as much. Here's something else. Anyway, our job is done here. So let's just think of something else. I guess you're right. Alright. How about we head back to town? We'd better go report to Freddy. Alright, let's go! Ich meine, meine Güte, dann hat Estelle halt ein bisschen Gedächtnisprobleme. Was soll's, ne? Mir fällt gerade ein, ich kann ja auch gleich auf den Weg hier gehen und dieses Training, dieses Soldatentraining machen, ne? Mir fällt auch gerade ein, ich sollte vielleicht auch mal speichern. Wie gesagt, diese ganzen Dialoge, die überspringe ich jetzt. Ich werde auch gar nicht versuchen, jetzt so einen 100% Run quasi zu machen, wie wir das bei den Cold-Steel-Spielen gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass ich das bei den Cold-Steel 3 und 4 Spielen auch machen werde. Ich glaube, mir ist jetzt diese Nebenquests, wenn ich sie machen will, dann mache ich sie und wenn nicht, dann halt nicht. Alright, training begins now. Everyone advance 5 steps forward. Und dann schießt. Ready yourselves. I know I was bored before, but... I know it's just training and all, but it still scares the living daylights out of me. This is a training exercise, so please refrain from speaking. You all need to take this seriously as if it were a real battle. Estelle, Joshua, you don't need to hold back on my men. That was my intention from the beginning. We'll do as your request. Yikes! Forward! Diese Musik macht mich fertig. Come on. Ich bin... Ja. Es ist... Sogar mit Bajonetten, ja. Wow, die halten ja gar nichts aus. Aber die teilen aus. Einer ist tot. Ah ne, er ist nicht tot. Er ist nur ohnmächtig. Genauso wie jedes Mal im... Bist du schwach gegen irgendwas? Nee. Oder
machen wir einen Firebolt. Oh, er haut ab. Paintball? Ich finde die Musik gut, ist doch mal was anderes. Ja, schon, wo er die Musik macht, fertig. Das war ja die andere Musik. Ich rede ja nicht von der gesamten Musik. Also, verdreh hier nicht die Worte von mir. Sonst klage ich. Das hat gesessen. Aber ich glaube, ich weiß, was die meinen jetzt mit Paintball. Natürlich schießen die jetzt nicht mit scharfer Munition. Das ist ja eine Trainingseinheit, die diese machen, ne? Wäre eigentlich ganz cool, wenn dann auch irgendwie in einem Charakter-Sprite dann Joshuas Waffen mit Holzwaffen ausgetauscht werden würden. Aber so viel Arbeit wäre dann, glaube ich, ein bisschen viel. Aber wie soll ich ansonsten Internetartikel veröffentlichen, wenn ich nicht die Munde im Wort lege? Ja, es kommt auf die Internetseite an, wo du dann den Artikel rausbringst. Wenn es irgendeine auf einer rechten orientierten Seite ist, dann macht man das ja. Cease fighting. This training is over. Oh my goodness, it's finally over. Good job, everyone. Can I say pathetic? Are you guys really supposed to be soldiers? Hey, you be quiet. We're not all feral kids like you. How about you try and say that one more time? Knock it off, Scott. Training is over. You seriously need to cool down too, Estelle. I hate sore losers. Private Scott? Private Harold? I think what Estelle just said at the moment ago is how the citizens of this region really feel. Do you really have what it takes to protect them? Are you a bad enough dude to protect the president? It seems as though the both of you need to take another look in the mirror. Das war ein Album von Korn. Yes, sir. Very good. Do not forget that what you learned today and strive to fulfill your duties. Okay, den Rest kann ich mir schenken. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt nochmal hin musste. Ich musste in den Wald im Süden, ne? Von Roland hieß es. Bin völlig geheilt. Wie auch immer das passiert ist. Nee, was war hier? Ist es? Mushroom Hunt. Looking for mushroom that grows only where there are rich deposits of septium in the ground. Okay, das würde ich vermuten ist beim Malga Trail, oder? Ja, diese... Hier. Weil das hier sieht doch sehr nach Mine und... irgendwie... nach Septium halt aus, ne? Oder bin ich doof? Also, das kann durchaus sein, dass ich doof bin, aber die Chance ist hoch. Ja, Malgamine. Malgamine. Das wäre doch eine Vermutung. Hey, du, diese Kackkäfer! Alright, we're good to go. Ich hasse diese Käfer. Warum sind die so aggressiv? Ich verstehe nicht, warum die so aggressiv sind. Und ich hätte gerne mal eine Angriffscraft für Estelle gehabt.
Ich merke auch gerade, dass auch wenn Joshuas Craft 20 CP kostet, der Dual Strike, allein, dass er angreift zweimal, lädt er gleich wieder 5 oder 10 CP wieder auf. Also kostet dieser Angriff auch eigentlich nur 10 CP in Wirklichkeit. We're good to go. Savory Pignon. Ist das nicht was, was einer gesucht hat? I'm searching for a flower known as a bear claw and a savory pignon. The former is native to the forest in the mist wild south of Roland. Ja, okay. Also den Savory Pignon haben wir schon mal. Toller Name auch. Savory Pignon. Blöder Käfer. Okay, ich hau dich kaputt einfach. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Hier ist eine Party. We're good to go. Vielleicht hier... Ah, ruckel, ruckel, ruckel. Come on. Ey, das war schade. That's that. Let's move out. Blöde Pflanze. Die Pflanze lässt einen in Ruhe, wenn man nicht direkt in sie reinläuft. Das ist auch interessant. White Bracelet, ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Ja, Tatsache. A banger that emits pure white light to prevent blindness. Ich glaube, das ist besser geeignet für Joshua. Weil der ist der mehr physisch angreift als Estelle. Estelle Klamotten erinnern mich an Kid von Chrono Cross. Ja, stimmt. Ein bisschen, ja. Liegt sie nicht falsch. Come on. All right. We're good to go. Okay, wo ist jetzt dieser Pilz? Warum ruckelt hier alles so? Nee? Warum sollten wir erst mit Freddy reden? Ich will eigentlich nur diesen fucking Pilz irgendwo finden. Wieder falsche Taste. Moment, kann es vielleicht sein, dass ich direkt in die Mine rein muss, um den Pilz zu finden? Ah, ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich glaube, ich weiß... Käfer! Come on. Aber ich merke auch wieder, ähnlich wie auch in Cold Steel, der Buff, der Moral-Buff, den er in Cold Steel Reen hat, leistet gute Arbeit. All right. We're good to go. Trails und Pilze in Minenschächten, ja. Es ist alles... Wiederholt sich alles vielleicht ein bisschen, ja. Ich bin noch nicht schon wieder... Ich hasse euch, Käfer. Ich hasse euch so sehr. Ich möchte euch ausrotten.
All right, we're good to go. Das Schlimmste ist ja, dass ich es ja nicht mal sehe, wenn ich... Roland. Esmelas Tower, okay. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Mit deinem Scheiß. Aber eins merke ich jetzt doch wirklich. Ab dem Moment, wo man sich einfach neu ausrüstet, wenn man die Ausrüstung, die man in der Stadt bekommen kann, ausgerüstet hat, geht der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels wirklich merklich runter. Das L in Malga muss man echt betonen. Sonst kann es zu Problemen führen. Ja. In Manga auch. Das ist einer passiert, die auf Instagram irgendwas über Mangas gesprochen hat. Und plötzlich haben alle gedacht, ey, das ist was anderes. Ich will es gar nicht erst aussprechen hier im Stream, ganz ehrlich. Da habe ich keinen Bock drauf. Mich damit auseinanderzusetzen jetzt hier. We rule. Okay. Und wir sollen ja zu Freddy, also gehen wir zu Freddy. Alter, ich bin falsch hier. Sollen wir zu Freddy. Hier drüben. Impede 2. Jetzt könnte ich Joshua, glaube ich, ausrüsten. Glaube ich, oder? Nee, geht nicht. Das ist Wind gewesen. Impede ist Wind? Ich dachte, Impede wäre ein Zeitquarz gewesen. Ich glaube, das war... Es kann natürlich auch sein, dass Impede in den späteren Teilen zu einem Zeitquarz gemacht wurde. Wenn ich so drüber nachdenke, würde das Sinn machen. Kann ich Joshua jetzt einen weiteren Slot geben? Alles ist hier irgendwie ein bisschen weniger als noch in Cold Steel. In Cold Steel wurden viele Sachen, einfach so Statuswerte und das Zeug, was man bekommt, einfach irgendwie erhöht. Habe ich so das Gefühl. Was bist du denn für einer? Mars Sparrow. Okay, das ist ein Vogel. Warum musstest du jetzt unbedingt daneben hauen? Come on. That's that. Let's move out. Mistwald. So ein Mist der Wald aber auch.
We're good to go. Falsch abgebogen und direkt in die fucking Käfer hinein. Was bringt uns eigentlich mal so Magie? Come on. Okay, könnte besser sein. Könnte aber auch schlechter sein. It was the worst of times, it was the best of times. Nee, it was the best of times, it was the worst of times. So. We're good to go. Level up! Jetzt kriegt natürlich Estelle ganz kleines bisschen schneller eher Level-Ups als Joshua, einfach weil Joshua einmal krepiert ist bei unserem Kampf. It was the best of times, it was the worst of times. Stupid monkeys. Ich kenne dieses Zitat von Simpsons gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin kein Simpsons-Fan. Muss ich zugeben. Hey, und Level Up, das hat ihn jetzt auch wahrscheinlich, das hat ihn doch jetzt auch vollständig geheilt, ne? Das ist genau das, was er jetzt gebraucht hat, eine vollständige Heilung, weil er war wieder fast tot. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Oh. We're good to go. Mr. Burns hat 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen arbeiten lassen, um Shakespeare zu schreiben. Weil es ja so einen Spruch wirklich gibt. Und dann las er vor, nur um einen Schreibfehler vorzufinden. Ja, ich konnte mir schon irgendwie denken, was die Idee dahinter war. Okay, ich gehe mal lieber Gegner jetzt hier aus dem Weg. Weil ich glaube fast, dass jetzt hier eine bessere Idee wäre, diese nicht zu bekämpfen, weil einfach die sehen mir ein bisschen zu hart aus, um ehrlich zu sein. Aber der Wald hat schicke Musik, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich holen sollte eigentlich. Eine Bearclaw, ne? War's. Irgendein Kraut, eine Blume oder sowas. Aber hier ist es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Baum. Schleim. Oder, nee, was bist du denn? Das ist ein Forest Mist. Ich habe... Ja, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Oder versuchen wir nochmal? Ja, nee, die können wir nicht angreifen physisch. Ich glaube fast, es wäre hier besser abzuhauen. Sind das Kastanien, die auf Nebel reiten? Es sieht eher aus wie ein Virus. Rein vom Design her. Ein gigantischer Virus.
Lasst mich doch mal in Ruhe, bitte. Berglaw, danke. Scheiß! Mist. Putz. Ja, nee, das wird hier nichts so. Ich meine, den Jumpsuit nehmen wir mit. Wie auch immer der hier gelandet ist. Jetzt ist nur die große Frage, wie kommen wir wieder hier raus? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir hier reingekommen sind. Hier war der Baum, ne? Ja. Hier gibt es auch keine Karte. Also ich habe versucht schon mal die Karte aufzurufen. Ist nix. Karte ist aus. Nein! Fuck you. Nix wie raus hier. Oh, Gott sei Dank. Und gleich direkt in ein paar Vögel. Bietet gutes Material für Clips. Ja, ich sehe es auch hier. Du hast 8 Clips sind es bisher, die du gemacht hast. Du hast fleißig diesen Stream. Meine Fresse. Vielen Dank dafür. Okay. Ich bin immer noch nicht ganz dabei, welchen Knopf ich drücken muss, um die Karte aufzurufen. Weil ich immer noch mein Muskelgedächtnis ist Karte aufrufen auf Start oder Options hier in dem Fall, ne? Weil ich ja die ganze Zeit das Final Fantasy 16 gespielt habe. Für diesen Kampf haben wir 4 XP bekommen. Wollt ihr mich verkackeiern? Nee. Lasst mich in Ruhe jetzt. Ich hab gesagt, lasst mich in Ruhe. Wieder dieser fucking Käfer. Und jetzt musst du auch noch daneben hauen. Ich fühle mich fast, als spiele ich Dark Souls hier. Aua. That's that then. Let's move out. Trails in the Sky, aka das Dark Souls der Trails-Franchise, ja, so ungefähr. Wo du Final Fantasy 16 erwähnst, musst da dann sagen, dass Clive ein gelungener Edgy-Boy war. Einmal war er nicht von sich sprechen musste als Edgelord, bevor er sich besserte. Das Ding ist, er war ja nie wirklich so ein richtiger Edgelord-Charakter. Er sah so aus wie einer, ne? Er sah ja so aus wie Velvet Crow aus Tales of Berseria. Aber wirklich charaktermäßig war er das einfach nicht. Er hat angefangen so hatte man den Anschein von ihm am Anfang, aber man hat sehr schnell gemerkt,
so ist er eigentlich gar nicht drauf. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass er selbst das gemerkt hat. Dass das so nichts wird. Einen auf Edgy Boy zu machen. Der wollte das Zeug haben. Das ist auch wieder so eine typische Trails-Quest, ne? Wir mussten irgendwelche Kräuter und sowas sammeln für Medizin in der Kirche. Ist genau dasselbe. Das ist jetzt das 3. Mal, dass wir das in dem Spiel gemacht haben, in dem Trails-Spiel. Und wir haben bisher nur 3 Trails-Spiele gespielt, mit dem hier eingeschlossen. Ja. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ich glaube, wir können jetzt fast schon gut sein lassen, ne? Es sei denn, ich könnte nochmal versuchen, in die Mine zu gehen. Aber ich glaube fast, dass das jetzt nichts wird. Ich glaube, wir müssen die Story erstmal weiterbringen. Oder? Ich kann es höchstens noch einmal probieren, ne? Hier ist doch Norden. Doofnase wieder. Mager Trail, da oben. Ich weiß nicht, was es dieses Spiel mir so schwierig macht, mich zu orientieren. Ich meine, wir wissen es ja schon häufig genug jetzt, wie ich Probleme mit meinem Orientierungssinn habe. Aber hier ist es besonders schlimm. Irgendwie. Weil es einfach so ein Top-Down-Spiel ist, wo man die Kamera einfach komplett drehen kann. Das ist so, We're good to go. das wollte ich gar nicht. Wing rule. Come on. We're good to go. Mit den schwarzen Pucken sehen sie aus wie böse Marienkäfer. Ich glaube, das ist auch genau der Sinn. Ich glaube, das ist genau das, was sie im Sinn hatten, als sie diesen Gegner designt haben. Ach ja, nee, Quatsch, hier war ja Kiste. Stimmt ja. Fuck you, blöder Käfer. Fuck you, blöde Pflanze. Fuck you, alles. Alle können mal ficken gehen hier. Come on. All right. We're good to go. Jetzt können wir zur Mine. Okay. Aber ich glaube, wir können da nicht rein, oder? This is the entrance to the Malga mine. If you're not here on business, then I'll have to ask you to leave. Okay, also ich glaube, wir kriegen diesen Pilz jetzt erstmal noch nicht, ne?
Es sei denn, der Pilz ist eher irgendwo. Auf diesem Weg versteckt. Ja! Yeah. Käfer! Käfer! Diese unglaublich abgefuckten Marienkäfer. Sterbt einfach bitte. That's that. Let's move out. Hm. Jetzt habe ich wieder den Käfer. Es ist unglaublich. Warum sehe ich diesen Käfer nie auf mich zukommen? Come on. Ich kann auch gleich mal sagen, es stört mich auch ein bisschen, dass man so häufig daneben haut hier im Spiel. Das ist ein bisschen... Ich hoffe, das bleibt nicht so. That's that then. Let's move out. Keine Bange, kann auch kaum die Monster erkennen. Sie gehen zu stark designmäßig im Hintergrund über. Ja, das ist auch mein Problem. Und das Ding ist auch, wenn man mal genau hinschaut, wenn die weiter weg sind, dann sind die auch leicht transparent. Da, die kommen aus dem Nichts. Die kommen einfach aus dem Nichts. Und das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das einfach, dass die Engine das sich hergibt oder sowas. Come on. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt wirklich technisch sehr All right, we're good to go. anspruchsvoll programmiert wurde, nenne ich es mal. Okay, wenigstens ist nur einer. All right, we're good to go. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass jetzt die Aufgabe, die wir mit dem Bürgermeister erledigen müssen, eine Aufgabe ist, wo wir in die Mine reingehen sollen. Okay. Und dann auf diesem Wege können wir dann den Pilz noch mitnehmen. Und so würde das dann ablaufen weiter. So wäre meine Vermutung. Aber ich würde fast sagen, dass es für heute genügt. Weil wir haben für heute jetzt schon mal den Anfang gemacht. 4 Stunden lang. Wir haben zumindest jetzt so den Prolog so ein bisschen vor uns. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ehrlich gesagt ist. Es könnte auch nur so seine Standard 44 Stunden sein. Also ich glaube nicht, dass es so extrem lang ist wie jetzt die Cold Steel Spiele. Also ich glaube, das ist ein ganzes Stück kürzer. Ich werde mich wahrscheinlich dann off-stream darum kümmern, mehr ein bisschen zu grinden und so weiter, ein bisschen aufzuleveln, ein bisschen Geld zu scheffeln und so weiter. Einfach um ein bisschen jetzt so einen Vorsprung zu bekommen für den Rest des Spiels. Ich kann jetzt keine weiteren Nebenquests oder sowas machen, leider, weil ich sie jetzt schon fast alle gemacht habe. Aber das ist nicht so schlimm. Einfach ein bisschen hin und her rennen und Monster plätten ist es auch nicht so, das stört mich nicht. Aber darum kümmere ich mich dann morgen oder sowas, wenn ich Zeit und Lust habe, ne? Gut.
dann soll es das für heute gewesen sein. Ah, man kann so das Menü aufrufen, wenn man einfach auf den Rand des Spiels geht mit der Maus. Was ist eigentlich das hier? Ah, das ist Essen. Jetzt wollte ich gerade mal sehen, wie das jetzt hier mit der Maus einfach eigentlich abläuft. Ah, Camp ist das Menü. Okay, gut, alles klar. Ich wollte aber eigentlich hier aus dem Spiel raus und mal sehen, ob ich jemanden raiden könnte. Nein, es ist niemand online. Leider. Schade. Na gut. Dann lassen wir das gut sein für heute. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns am Donnerstag. Hoffentlich. Wir sehen uns jedenfalls. Also dann, ciao.